Sehen Sie darin ein Problem, was sozusagen Ihre Unabhängigkeit angeht, wenn sozusagen NDR-Journalisten direkte sozusagen Zahlungen ja letzten Endes der Regierung entgegennehmen, und widerspricht das sozusagen nicht der Staatsferne, die Sie sich immer auf die Fahnen schreiben? Hey Leute, ihr glaubt nicht, was der NDR hier abzieht. Da sitzen die beiden NDR-Leute und reden sich bei der AfD im Bürgerdialog um Kopf und Kragen. Die erzählen uns glatt, die Jugend will gendern und das sei jetzt ganz normal. Aber mal ehrlich, das glaubt doch keiner, oder? Während der NDR meint, das Land wäre voll dabei, fragen wir uns doch, wie weit diese Show noch gehen soll. Bleibt dran, das wird spannend. Auf geht's! Ein Dauerthema bei uns ist immer die Frage, die Politik sozusagen, die in den öffentlich-rechtlichen Medien gefahren wird, wer in Talkshows eingeladen wird. Und die Junge Freiheit, die übrigens auch, glaube ich, nicht zum Presseclub eingeladen wird, obwohl sie es von der Auflage her eigentlich, obwohl es eigentlich gerechtfertigt wäre, sie dort mal einzuladen, die hatte ausgewertet, dass im Jahr 2022 wir insgesamt in allen öffentlich-rechtlichen Talkshows, von denen sie natürlich als NDR nicht alle produzieren, aber sie sind ja sozusagen zum Teil mitverantwortlich dafür, dass dort in weniger als 1% der Sendungen ein AfD-Vertreter drin war. Und dann hört man ja immer zur Begründung, warum das so sei, so den Satz, das entscheiden die Redaktionen autonom anhand sozusagen journalistischer Kriterien. Könnten Sie mir vielleicht erklären, welche journalistischen Kriterien es sind, die dazu führen, dass man offenbar sagt, die AfD, die ja zum Beispiel auch im Bund über 10% der Stimmen bekommen hat, ist offenbar bei nahezu gar keinem gesellschaftlichen Thema für irgendein Talkshow-Thema relevant? Herr Dr. Kühn, Frau Steinhauser, wer möchte? Ja, ich kann mal versuchen zu beginnen, weil Sie hatten es ja gerade angesprochen, in der Tat ist das ja eine Frage, die nicht nur die Produktion des NDR betrifft, sondern letztendlich, so hatte ich es jetzt verstanden, diese Auswertung betrifft ja alle möglichen Talkshow-Formate innerhalb des ARD-Senderverbundes, und dafür kann ich natürlich jetzt nicht in Toto sprechen. Ich weiß aber, dass es in der ARD genau zu diesem Thema auch eine große Diskussion gab und auch weiterhin gibt. Weil aus den gerade genannten Gründen, wir möchten die unterschiedlichen Strömungen und Meinungen in der Gesellschaft abbilden, stellen wir uns natürlich schon die Frage, welche Repräsentanten laden wir denn dann in Talkshows auch ein, beziehungsweise die Redaktionen. Und da gibt es in der Tat vor 3, 4 Jahren, als diese Diskussion das erste Mal sich entwickelt hat, vielleicht ist auch schon 5 Jahre her, gab es in der Tat dann auch Auswertungen, die genau diese Frage zum Kern hatten. Haben wir irgendwie einen blinden Fleck an einer Stelle? Laden wir zu viele Prominente ein, laden wir zu viele Vertreterinnen und Vertreter einzelner Parteien an. Das ist diskutiert worden. Ich kann das Ergebnis dieser Diskussion nicht abschließend beurteilen, weil ich jetzt auf diese Frage nicht vorbereitet war. Müssen wir einmal gestatten. Ja, also mit statistischen Zahlen zu agieren ist natürlich auch schon, mit statistischen Zahlen zu agieren macht es immer schwer, weil man natürlich dann wenig dagegen an kann. Ich kann Ihnen nur die Grundzüge sagen, und natürlich ist es so, dass es Diskussionen gibt, bei denen auch die journalistische Entscheidung, Person A oder B einzuladen, auch davon abhängt, wie viel Gewicht diese Position dann auch in dem politischen Diskurs hat. Also insofern sehen Sie es mir nach, ich kann da nur so ein bisschen ausweichend antworten, ohne aber, dass ich jetzt mich drücken möchte vor der Antwort, nur schlicht mir fehlt die Erkenntnis. Frau Steinhausen, möchten Sie ergänzen? Ich kann ehrlich gesagt nichts ergänzen, weil ich ja im Landesfunkhaus Hamburg arbeite und mich jetzt nicht mit den journalistischen Auswahlkriterien von Anne Will. Gut, dann würde ich vielleicht einfach nur für Sie, Sie sind ja auch sicherlich im Gespräch, ja auch mit anderen Kollegen innerhalb der ARD, vielleicht einfach nur mal von unserer Seite aus feststellen, also diese Begründung, die da halt immer angeführt wird, nämlich, das seien journalistische Kriterien, die dazu führen, dass sozusagen eine dauerhaft ins Gewicht fallende politische Strömung sozusagen dann eben aus solchen Sendungen ja de facto ausgeschlossen wird, die hält halt eben kein AfD-Anhänger für glaubwürdig. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Und ich glaube, wenn es sozusagen ja auch das Ziel ist, dass der Rundfunk sozusagen für alle da sein soll, der öffentlich-rechtliche, und ich habe ja auch die Zahl am Anfang genannt, ja, dass sozusagen die AfD-Anhänger ein Vertrauensproblem haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wäre das zum Beispiel sicherlich eine Baustelle, bei der wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Selbstreflexion wünschen würden. So. Ich würde jetzt aber vielleicht zur zweiten Frage kommen, und zwar
sollten wir vielleicht auch mal über den Umfang und die Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen. Ich habe das heute noch mal vor der Veranstaltung nachgeschaut. Also Deutschland hat ja den dritthöchsten Rundfunkbeitrag der Welt. Vor uns sind nur die Österreicher und die Schweizer. Also es gibt sozusagen kaum einen anderen Staat auf der Erde außerhalb des deutschsprachigen Raums, bei dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Beitragszahler teurer ist. Und jetzt hört man ja auch noch die Diskussion darüber, dass der Rundfunkbeitrag weiter steigen soll. Einige Horrorszenarien, wenn ich das mal so sagen darf, da werden ja sogar Zahlen bis zu 25 € im Monat genannt. Ich kann natürlich verstehen, wenn man jetzt sagt, irgendwie so in der Inflation wollen jetzt alle irgendwie höhere Gehälter und die Lebenshaltungskosten steigen und auch ihre Infrastruktur wird dadurch wahrscheinlich nicht günstiger. Aber brauchen wir tatsächlich hier in Deutschland sozusagen den drittteuersten Rundfunk der Welt oder ginge es nicht auch eine Nummer kleiner? Ja, darauf antworte ich gerne, weil das eine Frage ist, die uns nicht erst seit gestern beschäftigt, sondern seit es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, wird diese Frage diskutiert. Und ja, sie muss auch immer wieder neu ausbalanciert und neu diskutiert werden, weil wir natürlich gesellschaftlichen Strömungen auch unterliegen. In den 80er Jahren, als das Privatfernsehen aufkam mit werbefinanziertem Rundfunk, war die Frage, ja, braucht es eigentlich noch öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn es doch eigentlich werbefinanziertes Privatfernsehen gibt? Und auch da wurde über die Frage diskutiert, ist der Beitrag angemessen oder ist er zu hoch oder zu niedrig? Insofern ist das eine Frage, die uns in der Gesellschaft immer bewegt und deswegen weichen wir dieser Frage auch nicht aus. Wir entscheiden sie zuletzt nicht. Zuletzt entschieden wird diese Frage durch die Parlamente in den Landtagen, weil dort die Entscheidung darüber getroffen wird, ob und in welchem Umfang öffentlich-rechtliche Berichterstattung anfängt. Nehmen wir als Beispiel den Norddeutschen Rundfunk, der besteht aus, oder ist gegründet worden oder ist sozusagen die Grundlage jetzt, so muss man es formulieren. Die historische Einordnung hatte ich ja vorhin gegeben, aber Grundlage jetzt ist der NDR-Staatsvertrag, ein Staatsvertrag von den 4 Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Und dieser Staatsvertrag beauftragt uns zu den Programmen, die wir derzeit machen. Der Medienstaatsvertrag beauftragt uns zu den Programmen, die zum Beispiel lauten Kika, Arte, Dreisat. In Ihrem Programm sagen Sie ja, diese Programme sollen gestrichen werden nach Auffassung der AfD. Dazu bedürfte es dann eines entsprechenden Staatsvertrages. Das bedeutet, Sie müssten in Dialog treten, auch mit den anderen Landesparlamenten und den entsprechenden Fraktionen. Also wir bewegen uns im Prinzip genau da, wo Sie es ja auch eingangs gesagt hatten, Meinungen in Austausch bringen und in Dialog treten. Jetzt haben wir aber nun mal den NDR-Staatsvertrag so, wie er ist. Und der ist für uns Pflicht und Recht zugleich. Er berechtigt uns, das Programm zu machen, was wir machen, aber er verpflichtet uns auch darauf, auch mit den von Ihnen eingangs genannten Angebotsgrundsätzen, die da lauten eben, wir sollen das Programm so gestalten, dass es die Meinung im Wesentlichen auch abbildet und in allen seinen Differenzierungen. Und insofern können wir jetzt an dieser Stelle, kann ich als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur sagen, ich bin überzeugt von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich sehe, wie die journalistischen Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Kollegen in der Verwaltung und im Justizariat versuchen, das Programm bestmöglich zu gestalten, nach den Kriterien, die uns der Staatsvertrag auch vorgibt. Wie auch gerade gesagt, mal mehr, mal weniger gut, aber jedenfalls mit einer total guten Anstrengung und qualitativ müssen wir uns, glaube ich, hinter keinem journalistischen Angebot verstecken in Norddeutschland. Das ist sicherlich richtig, was Sie sagen. Tatsächlich den Umfang des Angebots, den Sie zu leisten haben, wird durch die Politik festgelegt. Also umso mehr dann natürlich auch die Aufforderung hier an alle kritischen Zuhörer, sich dann auch nochmal genau damit zu beschäftigen, was man an der Wahlurne macht. Ich würde dann jetzt noch eine letzte Frage stellen wollen, und zwar, was sozusagen auch uns aufgefallen ist, auch hier in Hamburg, ist ja, dass jetzt bekannt geworden ist, dass NDR-Journalisten Honorarzahlungen entgegennehmen, also in ganz Deutschland von der Bundesregierung, hier in Hamburg im Besonderen durch eine kleine Anfrage, die ich gestellt habe, dass der Hamburger Senat auch sozusagen NDR-Journalisten beispielsweise als Moderatoren für Veranstaltungen engagiert hat und da Honorare auszahlt. Sehen Sie darin ein Problem, was sozusagen Ihre Unabhängigkeit angeht, wenn sozusagen NDR-Journalisten direkte sozusagen Zahlungen ja letzten Endes der Regierung entgegennehmen, und widerspricht das sozusagen nicht der Staatsferne, die Sie sich immer auf die Fahnen schreiben? Also
Herr Dr. Kühn, Sie möchten? Ja, genau. Vielen Dank für die Frage, weil das ein Thema ist, was uns in der Tat jetzt auch nicht erst seit gestern, aber sehr intensiv bewegt. Die Staatsferne hat eher zu tun mit der Frage, wie wir strukturell verfasst sind. Also sitzen im Rundfunkrat und Verwaltungsrat, sitzen dort Politikerinnen und Politiker, die durch ihren Einfluss in den Aufsichtsgremien des NDR unmittelbar Einfluss nehmen könnten durch Entscheidungen, die dann Auswirkungen auf das Programm haben. Darauf bezieht sich eigentlich eher der Begriff der Staatsferne. Aber das, was Sie ansprechen, hat zu tun mit dem Vertrauen der Bevölkerung in das, was wir als Programm machen. Und kann es sein, dass jemand, ich greife jetzt mal, also wirklich gegriffenes Beispiel, der die Tagesschau oder eine Tagesschausprecherin kann und darf, die gleichzeitig auch bei einer Veranstaltung einer politischen Partei aktiv sein? Und wie wirkt es auf das Vertrauen dann in der Bevölkerung, auf die Unabhängigkeit, wenn abends neutral Nachrichten verlesen werden, aber dann 2-3 Tage später bei so einer Veranstaltung moderiert wird? Und das ist in der Tat eine Frage, die auch sozusagen Strömung unterworfen ist. Also vor 10, 15 Jahren war es überhaupt gar kein Thema, weil dort die journalistische Integrität in der Bevölkerung als so klar gesehen wurde, dass man angenommen hat, dass das Amtsverständnis eines Journalisten so klar ist, dass sie sehr wohl oder er sehr wohl unterscheiden kann zwischen dem neutralen Vorlesen von Nachrichten und dem Moderieren einer Veranstaltung. Wir merken, dass allerdings in dem gesellschaftlichen Misstrauen, was auch Journalistinnen und Journalisten gegenübersteht, wir jetzt an dieser Stelle auch das Thema Interessenkollision durchaus nochmal anders anschauen müssen. Und insofern sind wir dabei, die Richtlinien, die wir zu diesen Fragen auch haben, es gibt Genehmigungswege, die sind in unseren Dienstanweisungen verpflichtend niedergelegt und diejenigen, die gegen solche Dienstanweisungen verstoßen also gegen ihre arbeitsrechtlichen Pflichten bei Festangestellten, dass wir da nochmal nachjustieren und schauen, dass wir eben dieses Vertrauen, von dem wir abhängig sind, dass wir dieses Vertrauen nicht durch solche Einzelfallgenehmigungen dann auch konterkarieren. Wir haben ein kleines Problem in Anführungsstrichen bei Freimitarbeitenden. Wir beschäftigen ja auch Mitarbeiter, die nicht fest angestellt sind, sondern die einzelfallbezogen bei uns arbeiten. Und denen können wir nicht wirklich vorschreiben, womit sie ihr Geld verdienen, wenn sie nicht für den NDR arbeiten. Aber auch da, glaube ich, gibt es Möglichkeiten, wie wir diese Interessenkollision jedenfalls besser und sozusagen moderner in der Jetztzeit ankommen lassen. Vielen Dank. Wir können uns sicherlich jetzt ausgiebig über Vertragsgestaltungen für freie Mitarbeiter unterhalten, aber wir lassen das mal lieber, denn Sie wollen ja Fragen stellen und jetzt besteht die Möglichkeit, das, was Sie schon immer mal vom NDR wissen wollten, zu fragen. Ja, mich würde ganz stark interessieren, wie wollen Sie das Vertrauen wiederherstellen? Denn Sie kennen ja den Spruch, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und es gibt sicher zahlreiche Beispiele, wo das Vertrauen an der Stelle massiv missbraucht worden ist. Ich will hier nur ein Beispiel nennen, das ist die Berichterstattung in der Corona-Zeit. In diesem Beispiel wurde weitgehend von der Wirklichkeit vorbei generell berichtet. Und ich sage das, weil ich Arzt bin und weil ich die Literatur im Einzelnen verfolgt habe. Die Originalarbeiten, und zwar nicht nur die Zusammenfassungen, die manchmal politisch geschönt waren, sondern auch die Details, die im Kleingedruckten stand. Und ich habe auch die Daten, die in den Nebenwirkungsdatenbanken von USA und EU und auch Deutschland sind, die Auswertungen sorgfältig verfolgt. Und danach war vieles völlig daneben. Ich will nur 2 Punkte noch nennen. Nämlich erstens, die ganzen Maßnahmen waren in keiner Weise evidenzbasiert. Das würde so bedeuten, als würde ein Arzt jemand operieren, ein Bein abschneiden oder sonst was machen, ohne dass es eine wirkliche Indikation dafür gibt. Durch diese Maßnahmen wurden zig Leute arbeitslos, haben viele Leute ihre Existenz verloren, sind zahlreiche Firmen pleite gegangen. Und was die Impfung betrifft, war die Information auch total falsch. Was wurde uns alles versprochen, was diese Impfung kann? Fast nichts hat sich davon realisiert.
Die Nebenwirkungen wurden völlig verschwiegen. Es ist in der Tat so, dass alleine in Deutschland zigtausend Leute schwer geschädigt wurden und dass zigtausend Leute sogar nach der Impfung gestorben sind. Danke, Herr Dr. Körner. Wobei, Herr Dr. Körner, wir sagen müssen, es ist natürlich ein Unterschied zwischen einmal den Agieren der Regierenden und der Berichterstattung beim NDR. Ich glaube, die Frage zielte, hat der NDR kritisch genug nachgefragt und kritisch genug berichtet? Wer möchte? Frau Steinhausen? Ja, da würde ich jetzt tatsächlich Bitte. mal anfangen. Also Vertrauen, danach haben Sie ja gefragt. Das schaffen wir durch gute Berichterstattung. Ich finde gerade in der Corona-Zeit haben wir für viele Menschen einen wahnsinnig wichtigen Job geleistet. Wir haben nämlich informiert, online, im Fernsehen und beim Radio. Und ich glaube, wenn man sich die Diskussion um die Experten anguckt, dann werden wir auch ganz andere Meinungen finden, als die von Ihnen gerade skizzierten. Ich möchte gerne noch den Drosten-Podcast erwähnen, der einer der Hören wir uns zu? Danke. Der einer der meistgenutzten Podcasts war überhaupt, einer der erfolgreichsten überhaupt, den die ARD jemals produziert hat. Es gibt, glaube ich, 150 Millionen Abrufe dieses Podcasts und ich würde sagen, dann kann er vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen sein. Ich möchte gar nicht sagen, die Auswirkungen von Corona sind vielfältig und in vielen Fällen auch wirklich schrecklich, aber ich glaube, wie wir berichtet haben, wir haben kritisch nachgefragt, wir haben differenziert berichtet und wir haben differenziert berichtet und ich bleibe dabei, das ist unsere Aufgabe. Wir schaffen Vertrauen, indem wir gut berichten und ich glaube, das ist uns in den letzten Monaten auch gut gelungen. Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, die Zustimmungswerte für die Berichterstattung im Norddeutschen Rundfunk waren in Zeiten der Corona-Pandemie lagen bei etwa 90%. Also insofern ist, glaube ich, Hallo, insofern, wir hören uns zu, Herr Dr. Kühn hat das Wort. insofern glaube ich, ist es wichtig, bei all den Diskussionen um die Frage, ob die Entscheidungen die politischen Entscheidungen in der Corona-Pandemie richtig oder falsch gewesen sein mögen, ging es ja hier um die Frage, inwiefern der NDR mit seiner Berichterstattung Menschen erreicht hat, ein differenziertes Bild gezeigt hat und in der Lage gewesen ist, auch durch kritische Nachfragen den Menschen in Norddeutschland auch die Möglichkeit zu geben, sich ein eigenes Bild zu machen. Und die Zustimmungswerte, die wir dazu erhalten haben, durch Umfragen, die wir gemacht haben, die waren sehr gut. Und insofern bitte ich das nur mal zur Kenntnis zu nehmen. Herr Walczak? Worum ich einfach nur noch mal bitten würde, meine Damen und Herren, ist, ich glaube, es ist halt nicht zielführend, wenn wir sozusagen uns hier gegenseitig verhöhnen. Ich, wie Sie ja wissen, bin ja auch ein Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber ich glaube, wir sollten uns doch zum Ziel setzen, durch kluge und kritische Fragen in ein Gespräch zu kommen und weniger, sage ich mal, durch emotionale Aufwallungen. Das wäre nochmal die Bitte, die ich an alle hätte. Danke sehr. Als nächstes der Herr ganz hinten vor dem Bild eines ehemaligen Hamburger Bürgermeisters. Nein, da. Okay. Ja, ich hätte mal eine Frage. Es geht um Folgendes. Darf ein Nachrichtensprecher seine Nachrichten mit Mimik unterstützen? Bei manchen Nachrichtensprechern weiß man genau, was er denkt. Also da bin ich jetzt fast ein bisschen ratlos, was ich sagen soll, weil das ist mir noch nicht aufgefallen. Dass ein Nachrichtensprecher, ich denke jetzt einfach mal an die Tagesschau, wie bitte? Ja. Aber also Herr Kleber kann ich nicht viel zu sagen, aber der hat in der Tat sehr gut moderiert, das stimmt. Die Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher, ich würde sagen, da sehen Sie keine Mimik. Ich finde, dass die hochprofessionell ihre Nachrichten vorlesen. Frau Slomka, Herr Kleber, Herr Zamperoni und Frau Mioska sind Moderatoren. Das ist noch ein Unterschied, dass man in eine Moderation möglicherweise auch eine persönliche Note legt. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was genau Sie kritisieren.
Zum Beispiel, er liest es vom Prompter ab. Dazu muss ich nicht noch eine Mimik machen, dass ich genau diese Nachricht auch noch mit der Mimik kommentiere, was ich persönlich darüber denke. Das steht dem Mann nicht zu oder der Frau. Die wird von öffentlichen Geldern bezahlt, die hat die Nachrichten zu bringen und nicht mehr. Wenn sie einen Kommentar haben will, dann schreibt sie, ich kommentiere das, ist meine eigene Meinung, aber eine Nachricht, die muss neutral rübergebracht werden. Bitte sehr, Herr Kochneff. Nee, Entschuldigung. Hier vorne der Herr mit der schwarzen, Herr Rogoschinski. Für mich stellt sich die Frage, wie Sie selbst einschätzen, dass Sie fast nur unterstützend zum jeweiligen Staatsdenken im weitesten Sinne die Corona-Krise begleitet haben, jetzt aktuell die Frage zum Ukraine-Krieg, wo etwa der Seymour Hersh von einem Pulitzer-Preisträger, der er ist, in ihrer Anmoderation bei NDR Info zu einem Blogger herabgewürdigt wird. Ja, also das ist so parteiisch und so einseitig, dass man davon aus meiner Sicht nur weglaufen kann. Danke. Ich kann jetzt zu einer Moderation von NDR Info, entschuldigen Sie bitte, aber da kann ich jetzt im Einzelnen nichts zu sagen. Ich sage mal ein ganz aktuelles Beispiel. Am Wochenende ist der letzte Atommeiler vom Netz gegangen. Ich weiß nicht, ob der ein oder die andere von Ihnen möglicherweise die Tagesthemen gesehen hat. Das war eine sehr ausgewogene Sendung, wo Pro und Contra dargestellt wurden, Pro und Contra der Atomenergie. Und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, dass wir sehr wohl ausgewogen berichten. Okay, der Herr mit dem gelben Pullover. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Thieme. Ich möchte mal kurz was sagen zu der Ansage mit dem Drosten. Das ist kein Wunder, weil Drosten war die Gebetsstimme schlechthin am Anfang und die Menschen hatten Angst. Und die haben also einfach alles glauben wollen, was da gefallen ist. Stellt sich heute die Frage, wo ist Herr Drosten heute? Warum wird Herr Drosten heute nicht mehr zu einem Interview eingeladen? Bei wem auch immer. Das ist jetzt eigentlich egal. Und Sie sagen, Sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Hat ihn mal jemand gesehen in letzter Zeit? Ich nicht. Sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Ja, mag sein, dass ich mich irre. Ich gucke ja auch kein ARD und ZDF mehr seit 2 Jahren. Deshalb habe ich das vielleicht verpasst. Ja? Und das aus gutem Grund. Sie sagen, Sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Da möchte ich mal an die 25 Millionen Ungeimpften in Deutschland erinnern. Das ist auch Gesellschaft. Warum wurden die immer nur negativ warum wird immer nur negativ über die Ungeimpften berichtet? Auch über ARD und ZDF. Ich möchte nicht auf die Dinge hinweisen von dieser einen Dame mit den längeren dunklen Haaren, ich weiß ihren Namen nicht mehr. Da haben wir dermaßen schlecht abgeschnitten. Ich gehöre auch zu den Ungeimpften und ich fühlte mich ziemlich diskriminiert in der Bundesrepublik. Und da fehlte mir einfach die Unterstützung, gerade vom Fernsehen. Und Sie haben da einen gesellschaftlichen Auftrag, auch diesen Menschen gegenüber. Und das haben Sie total versäumt. Ja. Und dann muss ich noch hinzufügen, 2020, es gab die Herrn Dr. Wodak, es gab den Professor Bhakti, der hat damals genau erklärt, wie das funktioniert. Diese Herrschaften tauchten nicht ein einziges Mal auf in Diskussionsrunden, ob das nun bei Lanz war oder bei Maischberger. Ich kann sie nicht mehr sehen. Es ist einfach erschreckend, wie einseitig dort Berichterstattung betrieben wird. Und wir hatten immer nur 4 Leute eingeladen, die schwimmen alle im gleichen Boot. Da macht keinen Spaß mehr zuzugucken. Ich gucke seit 2 Jahren kein ARD mehr, kein ZDF mehr, kein RTL mehr und schon gar nicht die Online lesen. Vielen Dank. Ja. Wer möchte von beiden? Bitte sehr. Ich fange mal an, dann frage ich mich gerade, wie Sie sich informieren, aber das vielleicht nur am Rande. Also, zu dem, was Sie zu Corona gesagt haben, ich glaube, nochmal, es muss schon differenziert werden zwischen der Kritik an politischen Entscheidungen und politischen Entscheidern und politischen Strömungen und gesellschaftlichen Strömungen und der Art und Weise, wie wir darüber berichtet haben.
Es haben sehr wohl unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Platz im Programm der ARD gefunden, auch bei uns im NDR. Vielleicht haben sie es nicht ausreichend zur Kenntnis genommen, aber wir haben uns sehr wohl in der Corona-Pandemie auch mit kritischen Stimmen zu dem, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bzw. die Bundeskanzlerin in der damaligen Zeit entschieden hat, sehr wohl sehr kritisch auch auseinandergesetzt. Gerade beim Thema Schulschließungen etc. gibt es ja viele Themen, die in der Gesellschaft, und vielleicht ist das ein Punkt, der uns ein bisschen näher an die Wahrheit führt, weil das Themen waren, die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert worden sind. Es war ja im Brennglas unterschiedlichste Strömungen, die mit natürlich auch unterschiedlichsten Interessen zu tun hatten. Sehr wohl ging es natürlich um die Frage, wie man jetzt überhaupt seiner Arbeit nachgehen kann. Es ging um die Frage, wie kann die Infrastruktur in Deutschland aufrechterhalten werden im März 2020, als viele verängstigt und verunsichert gewesen sind. Aber es kam in der Folge natürlich dann auch mit einer Härte, die Konsequenzen politischer Entscheidungen waren noch nie so klar, glaube ich, für den Einzelnen wie in der damaligen Phase. Und ich glaube, was Sie so ein bisschen vermischen, ist diese politischen Auseinandersetzungen, auch die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Gesellschaft, die in der Politik dann zusammengebracht werden mussten zu Kompromissen, und unsere Berichterstattung darüber. Da wäre ich dankbar, wenn Sie ein bisschen nochmal mit Abstand, vielleicht jetzt nicht heute in dieser Atmosphäre, aber vielleicht nochmal mit Abstand gucken würden, ob Sie da nicht vielleicht auch ein Differenzierungsthema haben. Steinheisen möchte ergänzen. Ich würde gerne noch einmal ergänzen, weil Sie sagen, wir haben nicht ausgewogen berichtet. Herrn Wodak habe ich im Übrigen noch sehr gut in Erinnerung, dass der bei Frontal lief. Wir haben im Landesfunkhaus Hamburg Pro- und Kontrakommentare gemacht und das Wort sagt es ja schon, wir haben beide Seiten abgebildet. Wir sind jeden Morgen mit dem Ü-Wagen unterwegs in Hamburg und die Kolleginnen, die dort unterwegs sind, sprechen mit sehr vielen Menschen auf der Straße und wir achten sehr genau darauf, dass wir beide Stimmen zu Wort kommen lassen, wenn es sie denn gibt. Und also das kann ich nicht ganz stehen lassen, dass wir da nur einseitig berichtet haben. Das stimmt nicht. Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir sehen, dass es zahlreiche Wortmeldungen gibt. Bitte nicht ungeduldig werden. Als erstes kommt jetzt die Dame mit den blonden Haaren, den längeren blonden Haaren. Die hatte sich schon länger gemeldet. Und dann kommt der Herr dort ganz hinten in der letzten Reihe. Bitte sehr. Ich möchte 3 Dinge ansprechen. Und zwar habe ich mich mal kundig gemacht, was eigentlich die Einnahmen der GEZ sind. Das sind immerhin 9 Milliarden Euro pro Jahr. Ich habe seit 30 Jahren keinen Fernseher mehr und ich weiß eigentlich nicht, warum ich dafür bezahle. Ich habe bis vor 3 Jahren NDR gehört und als diese unsägliche Berichterstattung im NDR anfing, alle Viertelstunde ein Warning, Warning, Warning wegen einer Grippe, habe ich den NDR ausgeschaltet und ich werde es nie mehr einschalten. Ich bin unglaublich empört, dass Sie sich hinsetzen und sagen, das war eine ausgewogene Berichterstattung. Ich bin auch Arzt und ich sage Ihnen eins, ich kann mich sehr gut informieren in Fachzeitschriften und man bekommt sehr gute Informationen, wenn man nicht die staatlichen Medien anschaltet. Und das werde ich auch nicht mehr tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin auch stolz drauf, dass ich noch nie in meinem Leben die Tagesschau angeguckt habe, aber ich lese natürlich Kommentare darüber und was ich jetzt mitbekomme, wie über die Ukraine berichtet wird, finde ich absolut skandalös. Da werden Lügen verbreitet, die, wie ich den Kommentaren entnehme, übrigens, man kann sich ganz gut auch auf diesem unsäglichen YouTube informieren, man glaubt es nicht, man braucht die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Lügen werden verbreitet, die nicht zurückgenommen werden, über Massenvergewaltigungen, die nicht stattgefunden haben. Exakt wie im Jugoslawien. Hallo, wir hören uns zu. Also ich finde es wirklich ein Skandal, dass in der Tagesschau solche Sachen offensichtlich verbreitet werden und nicht zurückgenommen werden. Und ich muss sagen, das hätte ich doch ganz gerne mal erklärt.
diese ganzen Dinge, die, um das Geringste zu sagen, das Vertrauen bei mir zumindest für immer erschüttert haben. Herr Walczak. Ich würde nur noch gerne eine Anmerkung machen. Also es muss sich sozusagen jeder bewusst machen. Wir haben ja sozusagen jetzt hier die Vizedirektorin des Landesfunkhauses Hamburg, ja, wo nicht sozusagen jetzt die redaktionelle Zuständigkeit für die Tagesschau und dergleichen liegt. Also das will ich nur noch mal sagen, damit da sozusagen Sie sich auch noch mal vielleicht überlegen können, was tatsächlich vernünftigerweise beantwortet werden kann über, sage ich mal, eine sehr generelle und spezifische Ebene hinaus. Danke. Jetzt dort hinten, die Frage in der letzten Reihe. Der Herr mit dem aus Eimsbüttel. Ja. Ja, also ich muss doch noch mal zurück zu dieser Corona-Hysterie. Also ich glaube, Sie haben da auch so eine ziemliche Exklusivmeinung, dass Sie dort ausgewogen und gesellschaftlich breit gefächert berichtet hätten. Also wenn Sie darunter verstehen, dass alle Menschen, die ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung, was auch im Grundgesetz verankert ist, als Schwurbler, als Leugner, als Ketzer, als Hetzer, als Verschwörungstheoretiker und was noch alles man sich so anhören musste. Und das war ja das, was hier auch vom NDR Sache war. Und als dann die großen Demonstrationen hier in Hamburg waren, da hieß das ja auch, das sind alles Rechtsextreme, Rechtsextremisten, machen Sie sich nicht mit diesen Menschen gemein. Und erst als es immer mehr wurden, nachher waren wir zum Schluss hier 25.000 Menschen und zwar durchweg durch alle politischen Lager, das haben Sie dann auch irgendwann mitbekommen, dass Sie das einfach nicht mehr machen konnten, dass das alles nur noch Rechtsextremisten sind. Und da sind alle durchgelaufen, auch die Regenbogenfarben, alle Nationalitäten, sogar Teile der Antifa, die da mitgelaufen sind und haben gesagt, so läuft das nicht, behalten Sie Ihre Giftspritze für sich. Das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, und das schlägt mir jetzt also wirklich oder lässt mir sogar ein Ei aus der Hose fallen, dass Sie sich jetzt hier hinsetzen und sagen, wir hätten alles ganz prima gemacht. Sie haben eine ganz tolle Meinung von sich, die haben Sie auch sehr exklusiv, nur die wird sicherlich nicht von der Mehrheit hier geteilt. Und ich weiß auch, und ich merke das auch, heute will keiner mehr was davon wissen. Hier mit Ihrem Nasenfeudel, was war das? Da wurde man ja praktisch verfolgt. Das war ja schon schlimm, wenn irgendwo einer seinen Nasenfeudel nicht aufhatte. Dann wurde nach Polizei, Staatsschutz, was weiß ich nicht gerufen. Ich bitte, wir haben noch einige Fragesteller. Also ja, ja. Und das nennen Sie ausgewogene Berichterstattung. Und Sie haben doch, wenn Sie jemanden mal interviewt haben, und ich habe ja Ihre Berichte gesehen von diesen Verschwörungstheoretiker-Demonstrationen, dann haben Sie sich da irgendeine Dumpfbacke rausgesucht, haben die sich dann kurz, hat er dann irgendetwas das gesagt, was Sie gebraucht haben, und das haben Sie gesendet. Aber letztendlich haben Sie diesen ganzen Mist ungefiltert so auch wiedergegeben und Sie haben praktisch auch die Menschen dazu aufgerufen und auch, ja, ich würde mal sagen, wirklich offensichtlich eher zur Hetze und zur Spaltung beigetragen, als irgendetwas Aufklärendes in dieser Sache beigetragen zu haben. Und das mache ich nicht nur Ihnen zum Vorwurf, das mache ich grundsätzlich allen Medien zum Vorwurf. Und das war das größte Verbrechen seit Ende des Zweiten Weltkrieges, was sich hier abgespielt hat. Herr Walczak? Also ich würde doch gerne feststellen, dass es also seit dem Zweiten Weltkrieg eine Reihe von Verbrechen gab, die sehr wahrscheinlich deutlich schwerwiegender ist als eine Berichterstattung des NDR. Also da würde ich auch bitten, die Kirche mal im Dorf zu lassen. Gleichwohl merken Sie ja, also es gibt ja wirklich eine sehr massive Kritik an der Corona-Berichterstattung des NDR. Wollen Sie vielleicht grundsätzlich noch mal etwas dazu sagen? Also es sind ja einige Meinungen jetzt geäußert worden zu der Berichterstattung während der Corona-Pandemie. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die Zustimmungswerte, wie die Menschen sich in der Zeit
von den Angeboten des Norddeutschen Rundfunks informiert fühlten, dass die sehr gut sind. Und insofern sitzen wir hier nicht mit einer exklusiven Sonder- und Einzelmeinung, sondern das, was ich gerade Ihnen sage, ist die Mehrheitsmeinung. Und ich habe den Eindruck, dass es schwer ist anzuerkennen, dass es Minderheiten und Mehrheiten gibt. Und unsere Aufgabe ist nicht, Minderheiten zu Mehrheiten zu verhelfen, sondern unsere Aufgabe ist, Mehrheiten abzubilden. Das tun wir auch in unserer Berichterstattung. Gleichwohl beobachten wir natürlich auch Minderheiten und Einzelströmungen, weil es auch dazu gehört, dass die Gesellschaft insgesamt durch einzelne Strömungen unter Umständen auch neue Impulse bekommt. Und insofern kann man vielleicht auch diese Gender-Diskussion vor diesem Hintergrund mal sehen, dass natürlich jüngere Menschen ein anderes Sprachverständnis haben als ältere Menschen. Jetzt kommt sozusagen dieser Impuls von jüngeren Menschen und die Gesellschaft verhandelt neu, wie sie damit umgeht. Ich verlehre gerade mal das Thema von Corona weg zum Gendern. Verhandelt die Gesellschaft neu, wie mit Sprache umgegangen werden soll. Und das ist etwas, was neu verhandelt werden muss. Und insofern sind wir da Abbild der Gesellschaft. Okay, jetzt der Herr hier in der zweiten Reihe und dann der Herr mit dem weißen Hemd dort hinten. Aber jetzt erst Sie, bitte sehr. Das haben Sie gerade sehr schön pluralismustheoretisch gesagt, dass die Minderheiten auch einen Schutz haben. Und ich bin geimpft und habe in der Familie eine, die war sozusagen so, wie sie sich verhetzt gefühlt haben, hätte die Stimmung mitgemacht, dass man viel mehr gegen diese sogenannten Corona-Leugner vorgehen sollte. Und die andere war absolut dagegen. Also ich weiß, wovon ich rede. Was mir aber nicht gefällt, das ist das, und ich glaube, da können Sie sich auch nicht auf die Mehrheitsmeinung berufen. Das ist, was ich im Öffentlich-Rechtlichen, weniger im NDR jetzt, wahrnehme, das ist eine Verluderung von der Sprache. Wenn einem was nicht gefällt, wird immer gesagt, die hetzen, die machen keinen Spaziergang, die marschieren zur Demonstration. Ich will Ihnen ein Beispiel nur an den Corona-Sachen doch nochmal erzeugen. Wenn man einigermaßen normal guckt, wo ist das denn hergekommen? Da sagt man in Wuhan, da haben die Amis mitgeforscht, weil die zu Hause nicht forschen dürfen in solchen Laboratorien, wo das möglicherweise aus dem Labor kam. Dann haben die Franzosen vorher das Geld reingesteckt und da kann es aber nicht rausgekommen sein. Es waren die Fledermäuse oder es war irgendwo was anderes. Jetzt gibt es einen Hamburger von der Universität, der hat gesagt, es kommt doch aus Wuhan. Wie man mit denen sprachlich umgegangen ist, sozusagen diese Genickschussregelung von der Sprache her. Was höre ich heute im Radio oder im Fernsehen? Der FBI aus den USA sagt, es kommt doch aus Wuhan. Da frage ich mich doch, warum ist man vorher nicht auch sprachlich ein bisschen differenzierter mit den Kritikern umgegangen? Und das gefällt mir insgesamt nicht an den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin jahrzehntelang ein Deutschlandfunkhörer gewesen. Vor 2 Jahren, also so gesehen, ich konnte die nicht mehr hören. Da hat eine ganze Generation gewechselt, da waren plötzlich lauter junge Frauen dran. Und es war eine Sprachverwilderung, so wie man es an der Universität vom AStA konnte. Sind das alles AStA-Typen, die ständig immer nur Nazi schreien? Also was läuft irgendwo schief, auch an der Journalistenausbildung? Ja? Also ich gebe Ihnen völlig recht, Sprache ist sehr, sehr wichtig und die korrekte Sprache ist auch sehr wichtig. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal einigen. Sie haben jetzt kein Beispiel genannt, an dem wir das vielleicht einmal durchgehen können. Ich habe ja vorhin auch in meiner... Püschel. Ach, Wiesenthal. Aus dem Labor. Möglicherweise, wenn man jetzt mal eine kleine bis 13. Warum haben denn die Chinesen so eine rigide Politik gemacht? Ja, vielleicht, weil die auch wissen, woraus es gebrochen ist. Also, alles so hypothetische Fragen. Und den hat man niedergemacht. Also, wir haben den nicht niedergemacht, wir haben sogar darüber berichtet. Okay. Dort hinten, der mit dem weißen Hemd.
Man merkt an ganz vielen Diskussionspunkten hier, dass wir heute Abend hier wohl dabei bleiben werden, dass so ein bisschen Aussage gegen Aussage steht, weil wir das einfach nicht klären können. Sie sagen, es wurde berichtet, andere behaupten, es wurde falsch oder zu wenig berichtet. Deswegen möchte ich eigentlich nochmal zurückkommen auf den Eingangspunkt, den der Herr Walczak gebracht hat und Sie da nicht so richtig vom Haken lassen. Nicht, weil das das ganze Problem abbildet, aber weil es eigentlich die einzige wirklich objektiv, zuverlässige, richtige, unzweifelhafte Messgröße ist im Umgang mit der AfD. Die AfD findet in den wichtigen Talkshows der Leitmedien nicht statt. Es gibt eine ganz klar nachweisbare Überrepräsentation von bestimmten Parteien in diesen Talkshows. Und Sie sind der Frage ausgewichen, indem Sie sagten, ja, das weiß ich nicht oder das höre ich zum ersten Mal. Ganz ehrlich, das glaube ich Ihnen nicht. Und ich würde gerne einfach wissen, machen Sie das? Also meine Frage ist wirklich, wie rechtfertigen Sie das für sich selbst? Oder? Also auch ich bin nicht allen Parteien im Parlament gewogen, aber selbstverständlich würde ich Ihnen das Wort geben, sowohl im Parlament als auch in parlamentarischen Gremien und natürlich auch im öffentlich-rechtlichen Diskurs. Dr. Kühn. Ich mache nur eine kurze Einleitung, weil Sie mich ja angesprochen hatten und insofern sehen wir was nochmal zur Bedeutung von Sprache. Ich habe nicht gesagt, ich höre das zum ersten Mal. Ich habe vorhin gesagt, wir haben vor einigen Jahren, als das Thema aufkam, uns sehr wohl in der ARD damit auseinandergesetzt, aber ich kann es nicht in jedem Fall auch beurteilen, wie dann damit umgegangen wird. Also insofern Achtung mit der Sprache, so hatte ich es nicht gesagt, das wollte ich nur einmal korrigierend anmerken. Steinhausen? Weil ich ja aus dem Landesfunkhaus Hamburg bin, ziehe ich es gerne mal auf Hamburg herunter. Wenn wir Bürgerschaftssitzungen haben, berichten wir davon, habe ich ja gerade erzählt, und es kommen alle Parteien zu Wort, auch die AfD. Ich möchte das nochmal ergänzen, Frau Steinhausen, da möchte ich Ihnen zur Seite springen. Ich bin nun regelmäßiger 90,3 Hörer, NDR Info und Deutschlandfunk. In der Landesberichterstattung ist keine Frage, wird die AfD fair und objektiv aus der Berichterstattung aus dem Rathaus aufgenommen. Wenn man aber an die Ebenen insbesondere ARD, sprich die Sendung oder auch Tagesthemen oder Tagesschau, dann würde ich diesen Eindruck nicht mehr teilen. Dort kommt es eindeutig bei wichtigen Themen zum Thema einer repräsentativen, wirklich massiven Unterrepräsentation. Ich sage Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben doch vor einigen Monaten massiv über die Zuwanderungsdiskussion, wie bringen wir Flüchtlinge unter, wie bringen wir andere Personen, die nach Deutschland illegal einreisen, unter. Und da gab es mehrere Talkshows. Und es ist ja nun wirklich objektiv so, dass eine politische Kraft in Deutschland, die dieses Thema explizit gegen den Konsens der anderen Parteien vorträgt, die AfD ist. Und diese hat faktisch in diesen Talkshows, in diesen Berichterstattungen kaum stattgefunden. Und da muss sich einfach zumindest, ich rede jetzt nicht vom Landesfunkhaus, aber die ARD insgesamt wie auch ZDF auseinandersetzen. Das ist so objektiv, dass es selbst dem Blindesten auffällt. Und ich sage die Meinung, dass es Leute in die AfD, Gott sei Dank aus unserer Sicht, treibt, weil die sagen, das machen wir so nicht mehr mit. Okay. Also ich bin ein bisschen ratlos, weil, wie gesagt, ich verantworte keine Talkshow und kann Ihnen deswegen die Gründe dafür nicht nennen. Und ich nehme es mit. Okay. Mit. Hier vorne, bitte sehr. So, also ich will jetzt nicht noch viel bei Corona reden, das wurde jetzt hier schon zur Genüge getan. Also ich erinnere mich nur, ich habe dazu, das ist jetzt meine Meinung, ich habe einen sehr guten Bericht im NDR gesehen. Ich gucke mir viel NDR an. Also ich finde das nicht alles schlecht, aber manches ist schon hinterfragungswürdig. Da gab es einen sehr guten Bericht darüber, dass untersucht wurde von international anerkannten Wissenschaftlern, ob eine Ansteckungsgefahr besteht, wenn man im Freien Masken trägt. Und das wurde also verneint. Das wurde auch fachlich gut begründet. Und daraufhin fing dann eine Diskussion an, auch hier, ob man das wieder abschafft. Da wollte ich nur mal kurz darauf hingewiesen haben. Und wie gesagt, einige Sendungen sind aus meiner Sicht professionell und gut gemacht. Was ich allerdings kritisiere, ist in dem Moment, wo es um Asylanten oder zugewanderte Menschen geht. Das Beispiel ist, ich hatte dann morgens diese aufgeregte
dieses sehr aufgeregt vorgetragene Interview von dem Feuerwehrmann gehört, der darüber sprach, dass eben viele Menschen mit Migrationshintergrund waren, die die Feuerwehr angegriffen haben, da in Harburg, und das auch kritisiert hat. Und dann in der Wiederholung der Sendung fand man zwar ansatzweise kritische Argumente, aber dieses Originalinterview war dann leider nicht mehr da. Und die Problematik, dass man immer oder öfters das eben nicht benennt, aufgrund eines in meinen Augen dubiosen Pressekodexes, dass die Menschen einen Migrationshintergrund haben oder wenn es um Migrantengewalt geht, da sehe ich eine ganz andere Gefahr drin, wenn man darüber nicht berichtet, weil dann es nicht möglich ist, sachlich sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht nach Lösungsansätzen zu suchen. Und es besteht auch die Gefahr, dass die Gerüchteküche brodelt. Deswegen würde ich es begrüßen, wenn das einfach sachlich klar berichtet wird. So. Eine Frage habe ich an Sie. Warum ist bei vielen NDR-Berichten oder bei allen im Internet keine Kommentarfunktion mehr möglich? Ja? Und dann stößt mir auch diese ganze Berichterstattung über diese sogenannten Klimakleber oder Klimaterroristen, auch wie sie immer genannt werden, auf. Und zwar insofern, dass zwar darüber berichtet wird, aber es wird nicht, und das vermisse ich beim NDR, das würde ich mir beim NDR auch mehr wünschen, dass man über Gesamtzusammenhänge berichtet. Das heißt, dass klar recherchiert wird, das kann jeder selbst machen. Ich will das jetzt nicht ausweiten, weil das sonst den Rahmen sprengen würde. Dass da sehr mächtige Organisationen hinterstehen, unter anderem die Getty-Organisation. Getty hat sein Geld mit Erdöl verdient. Langsam zum Ende kommen. Ich werde jetzt genauso reden, die anderen durften auch 5 Minuten sprechen. Nein, also bitte, das entscheide ich noch als Moderator. Ich bitte Sie wirklich ja, zum warum Ende darf ich nicht zu Ende führen? Weil Sie langsam zum Ende bitte kommen. Also, da stehen ganz andere Organisationen dahinter, da würde ich mir den Kontext wünschen, dass man da mehr zusammenhängt und den Kontext berichtet. So. Und dann noch eine letzte Sache ist, wer bringt eigentlich so die Idee? Also das wäre auch mal ein interessantes journalistisches Thema. Da wird dann plötzlich überall gegendert. Wer bringt diese Ideen eigentlich in die Gesellschaft rein? Wer verbietet zum Beispiel, wer bringt die Idee rein, die Leute dürfen sich nicht mehr kostümieren, da ist jemand dann beleidigt. Wer bringt diese Ideen in die Gesellschaft? Okay. Das wäre es. Dankeschön. Danke sehr. Also ich würde kurz zum Thema Pressekodex was machen und dann noch zum Thema Kommentarfunktion. Übernimmst du dann? Okay. Weil Sie dieses Thema ansprachen mit der Nennung von der Herkunft, ne? Also bei Straftaten ja im Kern. Das ist in der Vergangenheit oder in der langen Tradition immer dann ein Gegenstand der Berichterstattung gewesen, wenn es für die Berichterstattung relevant gewesen ist. Wir haben in der Berichterstattung um die Vorkommnisse in Köln gemerkt, dass natürlich dort in der Nachberichterstattung ein großes Interesse daran bestand, in der Bevölkerung zu wissen, welcher Herkunft die Menschen gewesen sind, die dort Straftaten begangen haben. Es ist unglaublich schwierig in der Einzelfallentscheidung, und das sind ja häufig dann kurzfristig zu treffende Entscheidungen, nicht? Es passiert ein Mord oder Ähnliches und dann wird innerhalb kürzester Zeit, muss ja entschieden werden, wie darüber berichtet wird. Es ist nicht ganz einfach, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und zwar warum? Weil nicht in jedem Fall natürlich die Herkunft auch relevant ist. Wir berichten ja auch bei Vergewaltigungen nicht darüber, dass es ein Deutscher gewesen ist, weil es dann nämlich in der umgekehrten Situation irrelevant ist. Und insofern, wenn Sie diese Testfrage sich mal stellen, es kommt darauf an, wann ist es relevant für die Form der Berichterstattung, und in den Fällen sagt der Pressekodex, soll berichtet werden, in anderen Fällen eben nicht. Insofern zur Einordnung einmal, warum das jetzt nicht eine ganz einfache Entscheidung ist und warum es auch nicht immer richtig ist, in jedem Fall darüber zu berichten, wenn der Täter einen Migrationshintergrund gehabt hat, weil es nicht in jedem Fall richtig ist. Frau Steinhausen, Sie wollen ergänzen? Sie hatten gefragt, warum Kommentarfunktionen abgestellt werden oder es gar nicht gibt.
Wir haben die Kommentarfunktion, nur die müssen moderiert werden. Da sitzen sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die durchgucken, was wird da geschrieben, weil, wie Sie wissen, wird da manchmal auch etwas geschrieben, was nicht unserer Netiquette entspricht. Unsere Netiquette, nur einmal zum Verständnis, das sind unsere Richtlinien, wie wir umgehen im Netz miteinander. Und wenn dagegen verstoßen wird, dann schließen wir eine Kommentarfunktion. Ich möchte noch was dazu sagen, wir löschen manchmal auch, das ist ja die Frage, auf die Sie hinaus wollen, und das tun wir immer genau dann, wenn es einen Verstoß gegen die Netiquette gibt, wenn es in einer anderen Sprache geschrieben wird, zum Beispiel. Ein anderes Thema ist natürlich auch Hetze, Ausländerfeindlichkeit. Wenn etwas menschenverachtend ist, dann löschen wir den Kommentar. Und ich sage mal ein Beispiel im Zusammenhang mit den Klimaaktivisten war zu lesen, diese Menschen sollen mit Säure übergossen werden oder man soll sie gleich aufhängen. Dann löschen wir solche Kommentare und das finde ich auch absolut richtig. Aber das haben wir ja... Ich bin ja nicht auf Facebook oder so unterwegs. Ja, das... Doch, wir haben, ja, das hat Kapazitätsgründe. Trotzdem muss es ja moderiert werden und es muss angeschaut werden. Und wir haben unsere Community-Management-Bereiche sehr ausweiten müssen in den letzten Jahren. Können Sie sich ja vorstellen, wie viel da auf uns zukommt. Und es kann dann nur gesagt werden, was sind die wirklich wichtigen Diskussionen. Wir haben das nicht generell ausgestellt. Sie können kommentieren. Aber ich glaube, die Tagesschau hat es ausgestellt. Ne? Das könnte möglicherweise sein. Vielleicht meinen Sie das. Okay, jetzt haben wir 3 weitere Wortmeldungen. Erstens der da hinten her an der Tür mit dem Schläger, dann der junge Mann in der Mitte und dann die Dame hier vorne. Ja, bitte, wir versuchen es wirklich einigermaßen zu verteilen. Auf der anderen Seite machen wir gleich weiter. Bitte sehr. Guten Abend. Was ich bedauere an Ihren Sendungen, ja, ist die ganz einfache Tatsache, dass Sie uns immer als rechtsextrem bezeichnen. Extreme auf der anderen Seite, da sind ja die Leute, die Steine werfen, ja, mit Farbe werfen, Leute verprügeln, sich festkleben und. Glauben Sie, dass einer von den Menschen, die hier sitzen, ja, sich irgendwann auf sie stürzt oder sie verkloppen will oder dass sie sich oder fühlen sich bedroht von den Herrschaften hier, weil das sind doch alles Extreme, das sind doch hier alles Rechtsextreme. Sie vertreten hier ein milliardenschweres Unternehmen. Sie sind geschult in diesen Antworten. Ja? Glauben Sie wirklich, dass diese ganzen Menschen, die hier sitzen, total verblödet sind und das nicht merken? Ja? Also, meine Frage ist, haben Sie wirklich so viel Angst? Frau Steinhausen, bitte. Nein, wir haben keine Angst vor Ihnen. Also soweit, das kann ich, glaube ich, sagen. Auch hier wieder auf Hamburg runtergebrochen, wir nennen die AfD nicht rechtsextrem. Nein, das ist so. Die AfD wird in der Berichterstattung nicht als rechtsextrem empfangen. Das will ich auch nochmal bestätigen. Also ich habe noch nie beim NDR gelesen, rechtsextreme AfD. Was ich schon ab und zu mal gelesen habe, war rechtspopulistische AfD. Allerdings ist tatsächlich das Adjektiv rechtsextrem in anderen Medien eher dann gängig als beim NDR. Okay, jetzt der junge Mann dort. Ja, Sie, der gerade aufgestanden ist. Dankeschön. Ich habe eine Anmerkung oder einen Kommentar und danach eine Frage. Vielleicht erstmal meine Anmerkung. Sie sagten ja, dass wenn eine persönliche oder eine nicht objektive Meinung transportiert wird von Ihnen, dass es dann immer in Form eines Kommentars erfolgt. So sollte es ja eigentlich auch sein. Was mir aber auffällt, wo ich den Eindruck habe, dass wirklich sich das Instrument des sogenannten Framings bedient wird, dass zwar nicht unwahrheitsgemäß berichtet wird, aber wirklich doch ein Kontext gesetzt wird, der wirklich sozusagen den Zuhörer oder den Zuschauer sehr klar lenkt in eine gewünschte Meinung. Und Beispiel jetzt auf das Thema NDR. Im Vorfeld zur Bundestagswahl habe ich eine Reportage gehört auf NDR Info, wo eine NDR-Reporterin durch Mecklenburg gefahren ist und durch Hamburg und wirklich Passanten interviewt hat, wen sie bei der Bundestagswahl denn wohl wählen würden und warum. Und da wurden in einem Feature mehrere Menschen, konnte man die hören. Und da waren wirklich sehr kluge Menschen dabei, die gut begründet haben, warum sie zum Beispiel die SPD wählen oder die CDU oder die Grünen. Und dann wurde eine Dame ans Mikrofon gelassen, die sich alles andere als differenziert intelligent angehört hat
Und da war mir schon klar, als Hörer, am Ende wird diese Dame sagen, dass sie deswegen die AfD wählt. Und so war es leider auch. Das mal so als kleiner Impuls, was aber mein Eindruck ist. Und das kam für mich nicht überraschend. Das finde ich schade, weil es gibt auch eine Menge intelligente Menschen, die auch ihr Kreuz bei der AfD gut begründen können. Und es wäre mein Wunsch, dass man sozusagen auch diese Perspektive mal mehr einbringt. Dass sozusagen dieses Framing, dass sozusagen eher die abgehängten, unzufriedenen Bürger Kreuz bei blau machen, so ein bisschen auch differenzierter ausgestaltet. Und noch eine Anmerkung, bitte. Genau, und die andere, die Frage, die ich stellen wollte, berührt ein anderes Thema, und zwar das Thema Gendern. Sie hatten mehrfach erwähnt, dass Sie das Gefühl haben oder die Erkenntnis haben, dass gerade junge Menschen das wichtig finden und dass eventuell dann auch in ein paar Jahren, wenn man das sozusagen gesellschaftlich aushandelt, sein kann, dass man auch das Gendern mehr einbringt. Und da stelle ich mir die Frage, das war zum Beispiel auch ein Punkt, den ich als ich in der Info gehört habe, von einer Expertin dort gehört habe, dass man ja die Kenntnis hätte, dass die jungen Menschen das wollen. Ist das wirklich so und woher beziehen Sie diese Überzeugung? Weil ich habe das Gefühl, dass gerade viele Medien, sei es privat oder sei es öffentlich-rechtliche, sehr diese Gendersprache oder die Notwendigkeit der Gendersprache bewerben und natürlich gerade jüngere Menschen einfach empfänglicher dafür sind, sich beeinflussen zu lassen. Und deswegen meine Frage, worauf stützen Sie die Hypothese, dass wirklich jungen Menschen, also ich sag mal Menschen bis 25 vielleicht, das sehr wichtig ist, dass man halt diese Sprache entsprechend benutzt? Danke. Bitte. Ich würde gerne einmal noch auf das, was Sie zuvor gesagt haben, erstmal eingehen. Ich habe die Reportage nicht gehört, aber dann würde ich Ihnen empfehlen, dann schreiben Sie doch einfach und dann kriegen Sie eine Antwort und dann hoffe ich, ist das vielleicht aufgeklärt. Framing ist das im Übrigen nach meiner Kenntnis nicht. Framing ist zum Beispiel, wenn das Bundesfamilienministerium das Gute-Kita-Gesetz benutzt und wir Journalisten es dann übernehmen würden. Dann wäre ein Framing gelungen. Das ist vielleicht einfach schlechte Auswahl. Ich weiß nicht, ob die Kollegin oder der Kollege mehr Antworten zur Auswahl hatte, das kann ich nicht sagen. Aber dann würde ich Ihnen dann empfehle ich Ihnen, dann schreiben Sie doch einfach, dann kriegen Sie eine Antwort und dann wissen wir es ein bisschen genauer oder Sie in dem Fall. Das nur noch einmal dazu. Diese Möglichkeit haben Sie natürlich. Gendern, wir machen Umfragen, es gibt natürlich Umfragen dazu, die genau das besagen, dass jüngere Menschen, auch natürlich nicht alle, ne, das ist ja ganz klar, dass unter den jüngeren Menschen dies eher gewünscht wird. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis sagen, wir haben ja Volontärinnen und Volontäre, wir haben viele Praktikanten im NDR und die gendern ganz selbstverständlich, aber nicht, weil wir das wollen, sondern weil sie es aus sich heraus tun und das wird auch die Grundlage sein. Okay, jetzt... Herr Waldschok, Sie wollten noch? Entschuldigung. Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja sehr interessant, dass Sie das sozusagen hier so offen sagen, dass die Volontäre bei Ihnen gendern. Das ist sozusagen dann ja vielleicht... Im Redaktionsgespräch, aber nicht auf dem Sender. Das ist ja was ganz anderes. Ja. Wenn Sie so sprechen, das können wir denen noch nicht verbieten. Das will ich ja auch gar nicht sagen. Ich wollte auf einen ganz anderen Punkt hinaus, nämlich, was ja sozusagen hier so ein bisschen durchklingt, ist, dass viele, denke ich, hier Zuschauer einfach das Gefühl haben, dass die öffentlich-rechtlichen Medien einen, ich sage mal, ziemlichen Linksdrall haben. Und zwar unter den Journalisten, die es halt eben gibt und die beim NDR arbeiten. Weil, wenn Sie sagen, also ich zumindest kenne keinen konservativen Menschen, ja, der sozusagen gendert. Also ich kenne ausschließlich nur Menschen, die also mindestens mal links von der Mitte sind, die gendern, ja. Also da würde ich sozusagen eine gewisse politische Korrelation unterstellen. Und es gibt ja auch Umfragen, zum Beispiel unter ARD-Volontären, ja, bei denen dann irgendwie zum Beispiel Rot-Grün dort eine satte Mehrheit hat. Glauben Sie nicht, dass das schon auch ein bisschen so das Problem ist, dass Sie sich so nicht so komplett emanzipieren können von der Tatsache, dass viele Ihrer Journalisten einfach politisch links ticken und das nicht immer dann trennen können? Wir fragen das übrigens bei der Einstellung nicht ab. Wir fragen das nicht ab, welche politische Neigung jemand hat, wenn er bei uns anfängt. Und im Übrigen halte ich die auch für völlig irrelevant, solange sie sich im demokratischen Spektrum bewegt. Das können wir ja nicht jemandem verbieten, aber nichtsdestotrotz ist es doch auch ein Unterschied, ob ich journalistisch arbeite, dann muss ich ja, wenn ich in den Nachrichten arbeite, ist es doch völlig irrelevant, ob ich rot, grün, schwarz, gelb oder was auch immer bin.
Ich muss doch aber journalistisch unabhängig berichten und das ist meine Aufgabe und das traue ich auch jedem Journalisten, der im NDR arbeitet, zu. Ja, ich würde es gerne ergänzen, vielen Dank. Genauso wie Frau Steinhausen auch gesagt hat. Wir betreiben keine Gesinnungsausforschung. Es war in den 60er, 70er Jahren überall in Europa, aber auch in Amerika üblich, dass man Menschen danach gefragt hat in journalistischen Betrieben, welche Partei wählst du, und danach wurde dann eingestellt. Das machen wir nicht. Das ist auch absolut sinnvoll, weil Gesinnungsausforschung, da ruht kein Segen drauf. Insofern fragen wir unsere Journalistinnen und Journalisten nicht, welches Kreuz sie irgendwo gemacht haben. Bei Wahlen, wir fragen auch nicht, ob sie Parteibücher innehaben, solange sie nicht Funktionen in Parteien übernehmen. Und dabei sollte es auch bleiben. Ich finde es wichtig, dass wir nicht jemanden fragen, ob er die AfD wählt. Es ist auch wichtig, dass wir nicht jemanden fragen, ob er die Linke wählt. Wo kommen wir denn dahin? Wir fragen auch nicht nach Konfessionen oder wir fragen auch nicht nach privaten Details, mit wem Tisch und Bett geteilt werden. Und ich glaube, das ist ein Grundkommen, den wir nicht nur innerhalb des NDR oder auch der ARD haben, sondern den wir insgesamt in der Gesellschaft haben sollten, dass wir Menschen nicht danach bewerten, wie ihre Arbeitsleistung ist, wenn sie bestimmte politischen Auffassungen anhängen, um darauf wieder zurückzuführen. Das tun wir nicht. Entscheidend ist, nach meinem Eindruck, wie die Berichterstattung ist. Und insofern bin ich Ihnen ja dankbar, dass Sie auch berichten, dass der NDR über die AfD auch entsprechend fair berichtet, denn darauf kommt es an. Und selbst wenn alle NDR-Mitarbeitenden eine andere Partei als die AfD wählen sollten, kommt es doch darauf an, dass Sie als Repräsentanten der AfD den Eindruck haben, dass Sie in der Berichterstattung über die Bürgerschaft angemessen und ordnungsgemäß behandelt werden. Und darauf, finde ich, kommt es an. Und wenn das so ist, ist okay. Wenn nicht, müssten wir nacharbeiten. Aber wenn es so ist, ist es okay. Und das spricht dafür, dass die Mitarbeitenden bei uns im NDR jedenfalls ein vernünftiges Amtsverständnis haben. Dass sie privat gendern, meinetwegen. Dass sie es auf dem Sender machen, ist diskussionswürdig. Ganz herzlichen Dank. Jetzt hier vorne die Damen und dann kommen wir zu dem Zinken hier. Unter anderem dort hinten die Dame in der letzten Reihe oder vorletzten Reihe. Bitte sehr. Frau Mangelsdorf. Sagen, dass diese sich ja nicht einfach so entwickelt hat, wie Sprache sich entwickeln. Das sagten Sie ja, Sprache entwickelt sich, sondern diese Sprache ist top-down in die Bevölkerung hineingetragen worden. Und das ist der große Unterschied zu sich entwickelnder Sprache, die nämlich aus der Bevölkerung heraus sich verändert. Und das Zweite, das habe ich mir aufgeschrieben, um das hier nicht falsch darzustellen. Sie sagten, Hass- und Hetze-Kommentare löschen Sie natürlich, lassen Sie gar nicht erst zu. In Ihren Kommentierungen, ich zitiere Herrn Nils Dams für die Tagesschau, zu dem Zeitpunkt, als Musk Twitter übernommen hat. Herr Dams sagte, Musk hat angekündigt, dass Twitter zum Marktplatz der Debatte werden solle. Aber auf seinem Marktplatz sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten in ihre Löcher zurückgeprügelt werden. Wenn das kein Hass- und Hetzekommentar ist, der zugelassen wurde, und zwar online, glaube ich, oder direkt in der Tagesschau, kann ich jetzt nicht sagen. Also in der Tagesschau, wie kann das sein, dass so etwas Entsetzliches möglich ist, verbreitet zu werden von der Tagesschau? Also zu dem ersten, wenn Sie sagen Top-Down, würde das verordnet, das kann ich für uns beim NDR nicht sagen. Es gibt keine Verordnung, dass bei uns gegendert werden muss. Tut mir leid. Also das ist schlicht falsch. Das stimmt schlicht nicht. Also bei uns gibt es keine Ansage Top-Down. Was Sie meinen ist allerdings, glaube ich, wenn ich es einmal interpretieren darf, dass Sprache bewusst verändert wird, um etwas zu erreichen. Das ist richtig. Aber das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das kommt nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Innerhalb der Gesellschaften wird das umgesetzt. Also wenn an Hochschulen, wie man hört, es darauf ankommt, dass gegendert wird, damit es keinen Punktabzug gibt,
dann hat das nichts mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Was Sie monieren, ist ein gesellschaftlicher Trend, aber dafür sind wir nicht immer allein verantwortlich. Also insofern Herr Dr. Kühn, es wäre schön, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk darüber speziell mehr berichten würde. Das können wir sicherlich, klar. Also solche Anregungen nehmen wir auch gerne auf, so ist es ja nicht. Aber darauf wollte ich hinaus, nicht, dass Sprache verändert wird, um etwas zu erreichen, aber das ist sozusagen nicht, das machen wir nicht. Es gibt bei uns keine Top-Down-Ansage, dass jetzt gegendert werden muss. Ilka Steinhausen hat es auch gerade fürs Landesfunkhaus ja beschrieben. Und der zweite Punkt mit dem Kommentar von Herrn Dams, das ist natürlich fürchterlich bedauerlich, absolut. Der Kommentar ist auch nicht mehr abrufbar. Es gab auch eine Programmbeschwerde, mehrere Programmbeschwerden, die sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern das zu einem Abnahmefehler gekommen ist. Also wie konnte es sein, dass das bei tagesschau.de in dem Fall veröffentlicht worden ist, also nicht in der Tagesschau, nicht in der Sendung um 20 Uhr, auch nicht sonst in einer linearen Sendung, sondern bei Tagesschau Online. Das ist total bedauerlich und entspricht nicht dem, was wir als öffentlich-rechtlichen Standard sehen. Da gebe ich Ihnen absolut recht. So, Sie haben das Wort, bitte sehr. Ja, Dietmar Mehrens aus Pinneberg. Ich gehöre zu denen, die sehr gerne noch NDR-Sender hören und auch die Tagesschau. Ich ergänze das immer mit Servus TV. Da hat man einen ganz guten Mix aus dem, was man als AfD-Wähler ganz gerne hört und dem, was die Reste, die andere Blase sozusagen bevorzugt. Ich will auch gerne attestieren, dass Sie eine hohe Qualität haben in Ihren einzelnen Beiträgen. Ich denke aber, Sie unterschätzen oder Sie wollen das hier nicht zugeben, einfach diese von Herrn Walczak auch schon angemahnte linke Dominanz, weil Sie das auch nicht ändern können. Das kann ich auch verstehen, dass man das nicht so ohne weiteres ändern kann. Aber man kann doch zumindest ein paar Maßnahmen ergreifen. Also ich hatte zum Beispiel das Vergnügen, in Anführungszeichen, ein Interview auf NDR Info zu hören zwischen grüner Jugendvorsitzender Frau Heinrich oder Jungheinrich, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Und das war einfach erbärmlich. Da haben sich Journalist und Aktivistin von der Grünen Jugend einfach nur die Bälle hin und her gespielt. Die war blendend amüsiert. Es gab keine einzige kritische Frage. Und so geht es einfach nicht. Und ich habe dann eine E-Mail geschrieben, das wäre dann Ihre Antwort wahrscheinlich gewesen, wann denn der Vorsitzende der JA, der Jungen Alternative, dann ein entsprechendes Interview führen darf. Darauf habe ich dann aber keine konkrete Antwort bekommen, sondern nur die Mitteilung, ja, das wird im redaktionellen Prozess dann irgendwie auch zur Sprache gebracht und wird dann irgendwie ausgewertet. So eine Standardantwort habe ich übrigens schon öfter bekommen. Ich denke, Sie müssen jetzt einfach konkret dafür sorgen, dass Ihnen 15% der deutschen Bevölkerung nicht komplett von Bord gehen. Und dazu gehört zum Beispiel das, was Herr Walczak schon gesagt hat. Die junge Freiheit muss zum Beispiel, ich weiß nicht, wird die bei Ihnen auch in der redaktionellen Auswertung von Themen berücksichtigt? Die muss in den Presseclub, das können Sie ja gerne an die Kollegen mal weiterleiten. Die Taz sitzt da seit Jahren mit verschiedenen Leuten. Das ist das linke Pendant zur jungen Freiheit. Ich frage mich, wie man Vielfalt abbilden will, wenn man so eine wichtige Stimme in der Gesellschaft einfach komplett ignoriert. Das geht einfach nicht. Und einen zweiten Vorschlag hätte ich dann auch noch, dass man einfach mal guckt, ob man eine Strategie entwickelt, dass man sagt, wir machen keine Gesinnungsprüfung, aber man kann zum Beispiel auch mal Headhunter engagieren und sagen, wir suchen jetzt bewusst AfD-nahe Journalisten, damit diese Position einfach auch von Leuten repräsentiert wird in den Medien, die auch klare Sympathieträger sind der AfD. Es gibt ja klare grünen Sympathieträger, das wird ja keiner von Ihnen leugnen, und Jusos Sympathieträger gibt es auch jede Menge. Warum sagt man nicht, wir fokussieren uns jetzt darauf, wir wollen jetzt solche Leute in unseren Sendeanstalten haben, dann haben Sie nämlich auch ohne weiteres die Chance zu sagen, aha, jetzt hat man auch eine Chance, diese Vielfalt abzubilden. Und diese Leute werden auch automatisch Junge Freiheit lesen, aber ist das Problem dann auch sozusagen gelöst. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Frau Steinhausen oder Herr Walczak, wer möchte als erstes? Okay, Frau Steinhausen, Sie haben das Wort. Erstmal vielen Dank und schön, dass Sie den NDR hören und sehen. Das freut uns. Sie haben gesagt, wir sollten gezielt AfD-nahe Journalistinnen und Journalisten suchen. Das würde ja dem entgegenlaufen, was Herr Kühn gerade ausgeführt hat. Wir prüfen eben nicht nach, welche Parteizugehörigkeit oder Neigung jemand hat, was das angeht. Ich kann Ihnen aber sehr wohl sagen, dass das Thema Vielfalt ein sehr großes Thema für uns ist, und wir gucken sehr genau darauf, dass wir eben nicht immer, sage ich mal, die gleichen
Kolleginnen und Kollegen gewinnen können für uns. Wir achten sehr genau darauf, dass wir Praktikanten und Volontäre mit ganz unterschiedlichen Herkünften haben und im Übrigen auch Ausbildungswegen. Auch früher war es so, da hat ein Journalist Abitur gemacht, hat studiert und dann wurde er Volontär und wurde dann Journalist. Das ist zum Beispiel ein klassischer Weg gewesen. Wir achten sehr genau darauf, auch in der Volontärskommission dort auch Menschen zu haben, die Quereinsteiger sind oder die einen ganz anderen Background haben. Also das ist uns schon sehr wichtig. Insofern vielen Dank. So, jetzt der Herr ganz hinten. Wenn ich nur kurz ergänzen darf. Und dann der Herr mit dem karierten Hemd dort. Und noch eine Entschuldigung, bitte. Eine kurze Ergänzung noch. Und es geht ja nicht nur um ein politisches Farbspektrum, sondern es geht natürlich auch um die Frage, die sonst in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Also urban, städtisch versus Land. Auch dort gibt es natürlich Spannungen, jung und alt. Und gerade bei dem Thema Urbanität, also Hamburg als Zentrum in Norddeutschland, und bilden wir ausreichend die regionalen ländlichen Bedürfnisse ab, haben wir jetzt vor 2 Jahren ein sogenanntes Regionalvolontariat eingeführt, um genau Menschen aus den Regionen zu gewinnen, die dort aufgewachsen sind und die dort ein gutes Verständnis für ihre Regionen haben, dann auch entsprechend eine Berichterstattung zu machen und eben nicht nur aus Hamburg heraus darüber zu schreiben bzw. zu berichten, wie es in der Welt zu sein hat. Bitte, danke. Bitte sehr. Ja, hallo, mein Name ist Robert Buck. Ich war bis 2010 SPD-Mitglied, bis 2014 bei der Verdi. Ich bin dort Bundesdelegierter gewesen, im Fachgruppenvorstand, und ich war an mehreren Tarifkommissionen beteiligt. Also ich war eigentlich sozusagen optisch erstmal ein Linker. Seit ich in der AfD bin, bin ich plötzlich ein Rechter. Und ja, so, und das Merkwürdige ist bei der ganzen Sache, dass man in dem Moment, wo man der AfD zugehört, rausfällt aus dem kompletten Diskurs bei den Medien. Ich habe 2018 mit mehreren Kollegen, ich arbeite am Hamburger Flughafen, eine kleine Interessenvertretung gegründet, und wir hatten sogar ein Interview, also ich persönlich, mit dem Hamburg-Journal. Das lief im Interview, im Gespräch recht gut. Und als ich mir dann den Beitrag angesehen habe, habe ich meinen Augen nicht getraut. Da wurde das Ende an den Anfang gesetzt und alles komplett verdreht. Und wir wurden in AfD-Nähe gebracht, obwohl 7 Leute im Vorstand sind. Von denen sind nur 2 in der AfD. Trotzdem waren wir plötzlich eine AfD-nahe Gewerkschaft, was ja kompletter Quatsch ist, weil wir uns für die Arbeitnehmer bei uns im Betrieb einsetzen. Wir waren damals fast 1000 Kollegen im Beitrag des Hamburg-Journals, waren wir plötzlich wenige 100. Also da ist man doch fassungslos, wie berichtet wird. Und klar, da wird vielleicht nichts vorgegeben, aber da habe ich ganz klar gemerkt, dass dort die Schere im Kopf herrscht. Nichts anderes. Und dann wundern sie sich, dass das Vertrauen in sie verloren geht. Und ich erinnere mich an einen Satz, ich glaube, der großartige Hans-Joachim Friedrichs hat das mal gesagt, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und das fehlt mir bei Ihnen ganz klar. Sie sagen, Sie wollen nur die Mehrheiten vertreten, das haben Sie vorhin so gesagt, die Mehrheit wäre dafür. Und dann frage ich mich, wenn jetzt die Mehrheit dafür ist, dass in Deutschland die Todesstrafe wieder eingeführt wird, sind Sie dann auch dafür? Oder haben Sie auch noch eine differenzierte Ansicht dazu, die Sie vielleicht auch mal selber reflektiert auf sich mal betrachten? Also, aber meine Frage ist, wo ist da außerhalb der Berichterstattung vielleicht mal die Möglichkeit, zum Beispiel, es gibt das Hamburg-Journal, es gibt die Sendung Das, da könnte man Leute einladen und auch mal zu solchen Themen befragen. Und die können dann auch mal aus einer AfD, aus der AfD sein oder aus irgendeiner anderen Gruppierung, die vielleicht nicht Verdi oder total Mainstream links ist, so wie das in Ihren Medien einfach nur offensichtlich ist. Dankeschön. Frau Steinhausen, Herr Doktor. Ja, nur ganz kurz, ich habe eine Frage. Ich kenne den Film jetzt nicht und ich kenne auch dazu keine Anfrage. Haben Sie denn mit dem Reporter hinterher gesprochen? Ich habe mehrere Interviews schon gegeben im NDR, in der Info, Deutschlandfunk, und es ist immer wieder das Gleiche. Es werden die Beiträge werden zusammengeschnitten. Es wird sich nur das herausgesucht, was in die eigene Schere reinpasst, sonst nichts. Wie gesagt, es hat immer wieder das gleiche Thema, Arbeitnehmer. Und wir haben ganz große Probleme am Hamburger Flughafen. Gerade jetzt werden wir das auch wieder weitersehen mit den Tarifverhandlungen, die
Herr Buck. Vielen Dank. Dass wir absichtlich falsch berichten und absichtlich nur das raussuchen. Herr Buck, lassen Sie bitte eben Frau Steinhausen aussprechen. Danke. Herr Buck, bitte. Frau Steinhausen, bitte. Also, dass wir von einem längeren Interviewteile rausnehmen, das ist Tagesgeschäft. Das sehen Sie in allen Fernseh- und Hörfunk- und sonstigen Berichten. Hallo, hallo. Frau Steinhausen hat das Wort. Dass wir absichtlich falsch berichten, ist nicht so. Und dagegen möchte ich mich jetzt auch verwehren. Also ich weiß jetzt nicht, was Sie mit dem Reporter besprochen haben. Ich kenne diesen Film und diese ganze Geschichte auch nicht. Wir müssen da auch gar nicht weiter detailliert drauf eingehen, weil ich kann mich da nicht zu äußern, wenn ich es nicht kenne. Aber dass wir nun falsch berichten und absichtlich nur das raussuchen, was uns passt, das ist jetzt nicht wirklich der Alltag, den wir haben. Das stimmt einfach nicht. Ich würde mal Folgendes vorschlagen, Frau Steinhausen, vielleicht könnt ihr nachher oder Sie miteinander die Karten austauschen, dann könnte man da nochmal hinterhergehen, denn es ist ja sehr umfangreich von ihm dargestellt worden, dass man da vielleicht im Hause nochmal hinterhergeht. So, jetzt ist der Herr mit dem karierten Hemd dran, bitte sehr. Vielen Dank. Ich finde, ich muss erstmal eine Verwirrung klarstellen. Gendern ist scheußlich, aber es ist nicht links. Das fiel hier mehrfach. Gendern zerstört die Kommunikation und genau dafür wird es auch von oben protegiert. Links, behaupte ich, ist das Argument, die vernünftige, auf Argumenten basierte Diskussion und daraus Finden des Konsenses. Müssen nicht einig sein von der AfD, aber ich empfehle trotzdem der gängigen Rechts-Links-Verwirrung nicht zu Opfer zu fallen. Die Zerstörung der Kommunikation durch das Gendern ist sicherlich nicht links und nicht im Interesse von echten Linken. Andererseits will ich jetzt auch noch mal zum Thema kommen kurz. Ihnen wird ja vorgeworfen, staatsparteilich zu sein, ein Vorwurf, den ich absolut teile im Übrigen. Beispiele gab es genug, die Corona-Berichterstattung, das Beispiel mit Seymour Hersh, der die Kriegsverbrechen der Amerikaner in My Lai und Abu Ghraib aufgedeckt wird, der irgendwie so beiseite geschoben wird. Stattdessen wird diese Räuberpistole von den Privattauchern da, die Nord Stream hochgejagt haben sollten, 80 Meter Tiefe, groß breit getreten, oder die Klimawandel. Beispiele gibt es genug, sind auch hier oft genug gefallen, aber ich sage, beweisen Sie doch einfach in Zukunft, dass Sie es anders machen. Beweisen Sie, dass es anders ist. Sie streiten es ab, dass es so ist, diese Staatsparteilichkeit, aber beweisen Sie es doch einfach. Also der Beweis hat mir jetzt bisher gefehlt. Die Behauptung, man vertritt die Mehrheit, ist nicht gültig, ist nicht akzeptabel in einer Demokratie. Und Sie haben ja das Beispiel auch gebracht, 15% AfD. Wo sind die denn vertreten in den Podiumsdiskussionen? Wer möchte? Ich habe so ein bisschen Problem damit, wenn Sie sagen, beweisen Sie es doch eigentlich. An was haben Sie denn da genau gedacht? Also wir berichten, wir sind Journalisten, wir haben journalistische Kriterien, nach denen arbeiten wir. Und das ist uns sehr wichtig. Und ich kann Ihnen sagen, wir diskutieren in den Redaktionen sehr leidenschaftlich. Und ich kann Ihnen diskutieren, auch wenn Sie glauben, dass es anders ist. Es arbeiten nicht nur Linksmenschen im NDR oder in der ARD. Da gibt es wirklich sehr lebhafte Diskussionen und es sind alle Teile der Gesellschaft dabei. Also insofern weiß ich jetzt nicht so richtig, wie ich das beweisen soll. Aber ich habe noch eine Frage. Sie haben gerade gesagt zum Thema Gendern, das wird von oben gesagt. Was meinen Sie denn damit und von wem meinen Sie, kommt das? Wo wird, aber wir reden doch jetzt über den NDR, bei uns ja, gut, niemand gezwungen zu gendern, oder nicht? Meine Anmerkung zum Gendern war ja auch nicht speziell auf den NDR bezogen, sondern was hier gefallen ist, dass Gender links wäre. Und ich sage, es ist nicht links, es ist eine Zerstörung der Kommunikation, die von oben angeordnet wird. Und bei meinem Arbeitgeber wäre ich dazu gezwungen. Also, wenn ich vielleicht dazu kurz mal was sagen darf, also, weil es wurde auch schon zum Beispiel auch von Frau Mangelsdorf gesagt, also, wir können uns jetzt darüber streiten, ob es links oder rechts ist, aber die Gendersprache ist, wenn man sich das einfach wissenschaftlich anschaut, ja, also der ist ja in den 70er Jahren aus der feministischen Linguistik heraus entwickelt worden, ja, als sozusagen ein Soziolekt einer bestimmten akademischen Klasse, die jetzt sozusagen
jetzt in letzter Zeit halt eben eine Popularisierung erfahren hat. Also das ist damit gemeint. Das ist sozusagen ja kein organischer Sprachwandel im Sinne von, wir schauen jetzt auf gut Deutsch gesagt dem Volk aufs Maul und das Ende, da ändert sich irgendwas, sondern es ist ja ein akademischer Diskurs, der von bestimmten Eliten eben ja, sprachlich letzten Endes forciert wurde. Das ist sozusagen damit gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für Sie jetzt auch neu ist, weil es halt sozusagen sehr wenig Auseinandersetzung dieser kritischen Art auch gibt mit der Gendersprache, aber das ist sozusagen der Hintergrund, der zumindest hier im AfD-Spektrum, so möchte ich das nennen, glaube ich, bekannt ist, und das ist sozusagen damit gemeint, wenn gesagt wird, das ist eine Top-Down-Sprache. Ja. Okay. Herr Doktor. Das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, dass mit Sprache versucht wird, sozusagen Wirklichkeit auch zu verändern und zu verschieben. Das ist ja schnell zu entlarven. Ich wollte noch einmal zu der Frage dieser Staatlichkeit kommen, weil das so klingt, als wenn wir irgendwie staatlich gelenkt seien oder so. Ich wollte Ihnen nur ein Beispiel nennen, was mir jetzt gerade spontan hier in Hamburg im Rathaus einfällt. Unsere Berichterstattung über Cum-Ex zum Beispiel. Also ich sehe da überhaupt nichts staatlich Gelenktes, sondern mit dem Hauptsitz in Hamburg haben wir sehr kritisch über den Bürgermeister berichtet, auch noch in seiner Funktion jetzt als Bundeskanzler, und lassen uns davon überhaupt nicht einschüchtern. Überhaupt nicht. Ja. Okay, ganz herzlichen Dank. So, jetzt ist der Herr hier vorne dran und dann der Herr da hinten an der Tür, der steht, der hat sich auch schon eine ganze Zeit gemeldet. Wie viele andere auch, die noch nicht dran gekommen sind. Ich möchte das Ganze mal ein bisschen anders nicht fragen, sondern mal was dazu sagen. Ich bin lange Zeit, ich bin Meister im Handwerk, habe früher viel auf Baustellen gearbeitet, letztens in der Bauleitung. Und bis vor 3 Jahren hatte ich auch viele Baustellen. Ich kenne Ihre Liegenschaften gut, in Lockstedt und auch im Roten Baum. Und Sie hatten gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir selektieren. Ich kann Ihnen sagen, ich habe viele Baustellen gehabt, ob das die Allianz war, viel Lufthansa, Airbus und so weiter und so fort, die auch vergleichbar sind mit ihren Liegenschaften. Im Ausbaugewerbe waren wir, wie im Neubau und in der Reparatur. Mein letztes großes Objekt hatte ich vorne in Lockstedt, Neubau der Tagesschau, das muss ungefähr 3 Jahre her sein. In keiner der Liegenschaften war ich so unangenehm wie bei Ihnen. Ja. Es hat was damit zu tun, dass ich vorher schon eingenordet wurde. Pass auf, was du sagst. Wir wollen dort nicht unangenehm auffallen. Von NDR-Mitarbeitern oder von Nein, von meinen Auftraggebern. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ich mit vielen Leuten dort, die irgendwie journalistisch unterwegs sind, in Kontakt gekommen bin, es war wirklich eine ganz besondere Welt. Wenn ich dort in der Kantine gesessen bin, im Lockstedt, das ist ein einziger Kosmos. Da muss jeder mal von euch mal hin. Da sind ganz spezielle Menschen, über viele Frauen, das ist so, und man denkt, man ist auf dem grünen Parteitag. Ich sage, das ist subjektiv, ganz subjektiv. Aber, Sie können es mir glauben. Frauen sind, da haben wir erstmal nichts gegen. Ne? Nein, aber es fällt ja auf, wenn du denkst, es ist eine Arbeitsumgebung wie bei Airbus, wie bei der Allianz, wie bei der Hamburg-Mannheimer und dergleichen. Es ist doch komplett anders. So, und darauf wollte ich hinaus, meine Kinder kann ich mir in dieser Umgebung als Journalisten, Lehrlinge oder Schüler unmöglich vorstellen. Das ist so unangenehm für jeden konservativ denkenden Mensch, sich dort zu bewegen. Es ist so. So. Und die eine ganz normale Kantine mit Currywurst und Pommes. Nein, es geht um das Personal, was einem dort begegnet. So, ich sage ganz subjektiv. Und das Zweite ist, und das habe ich auf vielen Baustellen, die vergleichbar sind, der NDR verfügt über keinerlei Kosten. Ja, es ist hemmungslos im Geld ausgeben. Wir haben dort die ganzen Baustellen deutlich teurer ausgestattet mit Materialien, als es unbedingt nötig sein sollte. Und das kann ich Ihnen sagen, wir haben in der Chefetage der Allianz gearbeitet und dergleichen mehr. Ich habe immer gedacht, Halleluja, wie hauen die hier die Kohle raus? Aber gut, das wollte ich jetzt einmal nur mal so sagen, das könnt ihr mitnehmen. Sie müssen es auch nicht unbedingt... Sie müssen es nicht beantworten, Sie stehen ja nicht für den kaufmännischen Teil und Sie sind ja Jurist, aber das ist meine lange Beobachtung vom NDR. Bitte schön. Herr Dr. Kühn, was nehmen wir mit? Sprechen Sie öfter mal mit Ihren Handwerkern? Nee, ach, wissen Sie, was jetzt die Kantine anbelangt, das ist irgendwie, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, das ist eine ganz normale Kantine. Dr. Kühn zu, hören wir bitte Herrn Dr. Kühn.
Mein Name ist Koch, ich arbeite bei NDR 90,3, also ich arbeite bei der NDR. Ich kriege natürlich mit die Wut, die hier gärt. Also ich wäre dämlich, wenn ich das nicht mitbekommen würde. Nur ich habe jetzt als Mitarbeiter vom NDR, der ich jeden Tag Programm mache, 2 Dilemma. Das eine Problem ist, das hat der Herr da drüben geschildert, der junge Mann. Es gab einen Bericht zur Bundestagswahl, da kommen Menschen zu Wort, die sich positiv über die SPD äußern und über andere, was weiß ich. Und am Ende kommt jemand, die äußert sich vielleicht nicht so eloquent und sagt, sie wählt die AfD. Und sie sagen, das ist Mist, wir hätten vielleicht jemand anders aussuchen sollen. Mein Dilemma ist, egal wie wir es machen, wir machen es verkehrt in ihren Augen. Ja? Also wenn jemand kommt, den wir abbilden, der die AfD wählt, der für die AfD spricht, machen wir es verkehrt. Wenn sie gar nicht gewesen wäre, hätten wir es auch verkehrt gemacht. Ja? Das kommt jetzt bei mir an. Also Sie glauben doch nicht im Ernst, dass jemand mein Alltag sieht anders aus. Haben noch nicht mal einen Anruf von Merkel bekommen, was wir jeden Tag senden sollen. Ja? Okay, Herr Koch. Also, das zweite Dilemma ist, dass ich mittlerweile so hier in diesem Raum spüre, dass viele, die am lautesten sind, den NDR gar nicht mehr hören oder die Sendung gar nicht mehr sehen. Das ist ungefähr so, als ob man sagt, dieses Restaurant ist scheiße, aber man hat da seit 3 Jahren nicht mehr gegessen und weiß gar nicht, wie es da schmeckt. Hallo, wir hören uns zu. Ich will das nur sagen als Mensch, der ich arbeite beim NDR und der ich wirklich Ihnen gerne zuhöre, ja? weil ich was lernen möchte hier heute Abend. Das ist ein Dilemma. Also wie soll ich mit der Dame umgehen, die stolz darauf ist, das Programm nicht mehr zu sehen, aber es gleichzeitig total angeht? Was nehme ich damit? Ja? Okay, ganz herzlichen Dank für diesen Zwischenruf. Herr Dr. Kuhn, wollen Sie noch was dazu sagen? Okay, bevor wir jetzt Co-Diskussion machen, ist erst der Herr dort ganz hinten dran, der hat sich schon ganz lange gemeldet. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, so, vielen Dank. Mich würde mal interessieren, Sie vom NDR, vom RBB und von jeder Landesrundfunkanstalt, wenn Sie so überzeugt sind von dem Mist, das Sie bringen, warum stellen Sie sich nicht im freien Wettbewerb wie Sky? Ja, das muss man mal ganz klar so sehen. Warum? Nein, nur durch Zwangsgebühren. Und da muss man sich mal eine Sache vorstellen. Sie sind jetzt nun keine Richter und keine Juristen, aber es gab einen Fall, wo ein Vergewaltiger freigelassen wird und einer, der mit Ihnen nie einen Vertrag abgeschlossen hat, muss ins Gefängnis, weil er die Beiträge nicht zahlt. Unfassbar. Das ist unfassbar, sowas. Ich zahle seit 3 Jahren nicht und ich werde auch weiterhin nicht bezahlen. Ganz sicher nicht. Für das, was Sie sich hier leisten, das ist nicht mehr zu fassen. Warum stellen Sie sich nicht dem freien Wettbewerb, wenn Sie so überzeugt sind? Sie müssten doch genügend Beiträge kassieren. Warum tun Sie es dann nicht? Warum nur durch Zwangsbeiträge? Erzählen Sie mir das mal bitte. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, Herr Dr. Kühn. Ja, das kann ich gerne machen. Also Hören wir Herrn Dr. Kühn. Wir können, also meine Damen und Herren, wir regulieren mal die Emotionen ein bisschen runter. Die Frage ist in der Tat gestellt zu der Pflicht, dem Zwang, wie man es nennen will, die Rundfunkbeiträge zu zahlen. Genau, ja, vielen Dank für die Frage. Also die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfolgt aufgrund eines Staatsvertrages, der eben verpflichtend macht, dass alle Haushalte in Deutschland einen entsprechenden Beitrag zu zahlen haben. Hintergrund ist, dass die nachrichtliche Berichterstattung, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, eben gerade nicht am Markt refinanzierbar ist. Warum ist es denn so, dass die Nachrichten bei privaten Anbietern eine geringere Rolle spielen? Weil sie in der Herstellung sehr teuer sind und weil sie in den Marktanteilen relativ gering sind.
Die Marktanteile sind bei privaten Unternehmen, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich früher bei Pro7 Sat.1 gearbeitet habe, das ist die Währung, mit der man das Geld verdient. Also das Programm soll dem Publikum gefallen, damit die Marktanteile groß sind. Sind die Marktanteile groß, kann man gut Werbung verkaufen, macht man Umsatz. Ist völlig okay und völlig legitim, alles in Ordnung. Nur nachrichtliche Berichterstattung, so wie wir sie jetzt verstehen mit ARD aktuell zum Beispiel bei der Tagesschau, würde sich so nicht refinanzieren können, weil die Kosten, die das auslöst, so hoch sind und weil die Bereitschaft, freiwillig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dafür Geld zu bezahlen, relativ gering sind. Und daraus ergibt sich ein Spannungsverhältnis, und der Gesetzgeber hat dieses Spannungsverhältnis dahingehend gelöst, dass er sagt, wir meinen als Gesetzgeber, es ist notwendig, dass es eine unabhängige Berichterstattung gibt, wirtschaftlich, auch aus dem Grund, dass niemand irgendwie sagt, komm, ich gebe dir mal eine dicke Spende und dann berichtest du mal fein über mich, aber eben auch strukturell. Der Intendant wird nicht von der Politik bestimmt, sondern aus dem Rundfunkrat heraus gewählt. Also diese strukturelle und finanzielle Unabhängigkeit, die soll Gewähr dafür bieten, dass wir in unserer Verfasstheit das erreichen, was hier heute mehrfach zur Sprache gekommen ist, nämlich ein plurales Abbild der Gesellschaft. Das gelingt nicht immer, aber das ist jedenfalls die Grundlage, weshalb es eben diese Haushaltsabgabe gibt. Okay, so, jetzt haben wir als nächstes den Herrn dort hinten, der vor dem Herrn, der zuletzt die Frage gestellt hat, dort an der Ecke sitzt. Richtig, Frau Schwieger, wenn Sie dahin gehen würden. Dann haben wir hier in der Mitte den Herrn mit dem blauen Hemd und dann war hier der Herr dort hinten mit dem dunkelblauen Pullover. Also, Sie haben als erstes das Wort, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Andreas Dondera. Ich wollte zu dem Thema Framing noch gerne dann einen Beitrag bringen. Ich war auch regelmäßig auf den Corona-Demonstrationen an der Kunsthalle und dort war auch der NDR vertreten, fürs Hamburg-Journal in dem Fall, und suchte Interviewpartner. Und ich habe mich da gerne freiwillig gemeldet, weil ich mir gedacht habe, ich auch ganz gute Argumente, warum ich auf dieser Demonstration bin, und habe danach Ihren Journalisten gesagt, ich erwarte nicht, dass Sie diesen Beitrag senden. Abends habe ich mir das Hamburg-Journal angeguckt und es wurden 3 Personen dort gezeigt im Interview, deren intellektuelle Herkunft man relativ deutlich sehen konnte. Ich habe da schon ein Stück weit geahnt, woher der Wind weht. Jetzt habe ich gerade Ihren Beitrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einer Veranstaltung von Daniele Ganser gesehen. Dort wurden auch 3 Teilnehmer gefragt und ich denke mal, auf diesen Veranstaltungen sind durchaus sehr gebildete Menschen auch, die sich die anhören. Und es wurden wieder 3 Personen dargestellt, wo man wirklich nach außen tragen will, schaut euch an, das ist das typische Publikum und das kann kein Zufall mehr sein. Und da unterstelle ich Ihnen tatsächlich manipulative Journalismus und Haltungsjournalismus. Vielleicht könnten Sie ja in der Tat beschreiben, wie das denn so in der journalistischen Praxis ist. Wie fängt man denn die O-Töne ein? Nimmt man dann den nächstbesten, der einen vor die Kamera läuft? Oder, wie das der Herr da eben ja gerade skizziert hat, hört man ganz unterschiedliche Stimmen ein und wie wählt man dann aus? Selbstverständlich ist ein Reporter, der vor Ort ist, der spricht mit vielen Menschen dort vor Ort. Und nicht alle wollen ein Interview geben und wir checken auch nicht, wie intellektuell oder weniger intellektuell diese Menschen sind, sondern wir hören uns erstmal an, was zu sagen ist. Und dann wählen sie aus. Und natürlich können sie nicht alle O-Töne nehmen, das ist ja ganz klar, weil wir eine zeitliche Begrenzung haben. Und die suchen wir natürlich aus danach, dass sie unterschiedlich sind, dass sie unterschiedliche Meinungen darstellen und nicht nur eine Meinung, das ist ja ganz klar. Aber das ist ja auch das Abbild, was ein Reporter vor Ort vorfindet. Er findet ja nicht nur eine Meinung vor, sondern er findet verschiedene Meinungen vor. Und die werden dann danach ausgesucht. Und leider ist es so, bei allen Interviews und bei allen Interviews, die man dann auch da führt, man kann natürlich nicht alles senden, sondern es sind, wie vorhin schon gesagt, immer Auszüge daraus. So, der Herr mit dem hellblauen Hemd, bitte sehr. Ja, recht herzlichen Dank. Ich würde gerne auf zwei Punkte kombinieren, auf die eingegangen wurde. Einmal das Framing und einmal, was Sie sagten, qualitativ hochwertige Nachrichten kosten Geld. Ich kann mich gut daran erinnern, im Zuge des Ukraine-Krieges, die Berichterstattung, die Stadt Butscha ist sicherlich dem einen oder anderen noch ein bisschen geläufig, oder auch die Offensive der russischen Armee, die darauf abzielte, die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören.
Ich habe ein gewisses Problem damit oder ich frage mich ernsthaft, wie es sein kann, bei einem, ich nenne das jetzt mal Rundfunkkartell, bewusst so, mit einem Budget von über 9 Milliarden Euro pro Jahr, dass es dort dazu kommt, bei der Bildauswahl in der Tagesschau, dass im Falle der Berichterstattung über Butscha Bilder aus dem Jugoslawienkrieg, speziell aus Bosnien, dort eingeblendet wurden, was aufgedeckt wurde, und da komme ich auf den Punkt, was Sie sagten, dass es viel Geld kostet, qualitativ hochwertige Nachrichten zu erstellen und zu senden, dass es aber eben unabhängige, freie, alternative Medien hinterher schaffen, mit einem Bruchteil des Budgets der Öffentlich-Rechtlichen eben genau so etwas hinterher aufzudecken. Oder wenn wir daran denken, ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt es exakt gewesen ist in der Ukraine, dort, wo aber das Bild eingeblendet wurde von der Explosion im Beiruter Hafen vor ein paar Jahren. Auch das wurde nachträglich aufgedeckt. Eine nachträgliche Korrigierung seitens der Öffentlich-Rechtlichen, wie es dazu kommen konnte, habe ich nicht vernommen. Und ich gebe zu, ich schaue mir durchaus auch nicht regelmäßig, aber gelegentlich die Tagesschau an, kombiniere das mit gewissen anderen Sendern und anderen Medien. Aber eine, ich sag mal, Stellungnahme, Richtigstellung habe ich dort nicht vernommen. Und ja, das ist meine Frage, wie es sein kann bei einem so riesigen Budget. Wo landet das Geld? Außer in üppigen Pensionen vielleicht. Dankeschön. Danke. Bitte. Auch wenn ich jetzt mit Ihrem Hinweis, wir seien ein Kartell, nicht wirklich was anfangen kann ich Ihnen aber, freue ich mich, dass jetzt zunehmend Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer des NDR und der ARD sich outen. Das freut uns natürlich. Zu dem Inhalt Ihrer Frage, wie kann es passieren, dass es dort zu Fehlern kommt? Natürlich arbeiten bei uns keine Roboter, sondern natürlich sind es Menschen, die auch mal Fehler machen. Und wenn der Fehler auftaucht, wird er korrigiert. Sie werden, falls das mit der Berichterstattung über die Explosion im Hafen in Beirut bei uns zu einem Fehler gekommen sein sollte, was ich nicht weiß, und der Fehler wird bei uns korrigiert, dann wird es vermerkt auf den Internetseiten des NDR und bei den jeweiligen Beiträgen, weil wir seit mehreren Jahren, gerade im Puncto Fehlerkultur, so will ich es mal sagen, eine Änderung herbeigeführt haben. Vor 5, 6 Jahren ging es los bei NDR Info, dass es dort am Wochenende eine Berichterstattung gegeben hat über die Fehler, die in der Woche passiert sind. Da wurde berichtet, aha, der Fehler ist passiert, warum ist es passiert, wie wurde er korrigiert. Das ist jetzt in Zeiten, in denen das Internet natürlich eine viel größere Rolle spielt und auch gerade in dem im Internet selber ja auch einzelne Nachrichten verbreitet werden, viel wichtiger, dann auch dort zu korrigieren. Und das tun wir bei uns relativ offen, transparent und klar, weil wir genau aus dem Grund nämlich deutlich machen wollen, dass wir Fehler auch eingestehen, denn das kann immer mal passieren, sollte nicht passieren, aber wenn es passiert, dann machen wir es transparent und korrigieren das. Da würde ich gerne noch einmal dazu ergänzen, das habe ich nämlich nicht gehört, dass eine Explosion in Beirut in einen Tagesschaufilm geschnitten wurde im Zusammenhang mit der Ukraine. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube aber, wenn 11 Millionen Menschen die Tagesschau jeden Abend schauen und noch dazu nonlinear, ein Fehler fällt immer auf, wenn er in der Tagesschau ist und woanders im Übrigen auch. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bislang noch nicht bekannt geworden ist. Ich kann aber noch hinzufügen, dass es in der Tagesschau besonders, weil die natürlich den ganzen Tag mit sehr vielen Informationen konfrontiert sind, gibt es eine Fact-Checking-Redaktion. Das ist ein kleines Team, die genau die Bilder und die Aussagen checken auf Plausibilität und sie gucken, können diese Bilder daher sein? Sind die Bilder möglicherweise aus einem ganz anderen Jahr oder wie Sie gerade sagen, aus Beirut? Wie gesagt, den Fall kenne ich nicht und das wäre mir auch völlig neu und ich glaube, es wäre auch aufgefallen. Aber ganz sicher ist, dass dieses Team nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet und es ist unglaublich viel Bildmaterial, was dort vorliegt und was dort eintrifft und das muss natürlich gecheckt werden. Und dazu gibt es diese Redaktion und wie Michael Kühn gerade schon sagte,
es passieren auch in der Tagesschau ab und zu Fehler, die werden korrigiert. Da arbeiten Menschen. Da möchte niemand einen Fehler machen, weil das nämlich auch nicht so sonderlich schön ist, das zu tun. Aber wenn man einen Fehler macht, dann muss man den korrigieren und das tut die Tagesschau, finde ich, sehr vorbildlich. Okay, jetzt haben wir die Wortmeldung hier, der Herr mit dem dunkelblauen Hemd, dann hier vorne und dann der Herr Mennerich. Ich hätte gerne von Ihnen jetzt eine Erklärung, warum Sie sagen, Sie seien nicht regierungspositiv. Weil Sie wollen ja Beispiele davon haben, wie man vorhin gemerkt hat, zum Beispiel Impfnebenwirkungen. Ich habe in der gesamten Redaktion, wo man mal was hört, einmal was gehört, danach nie wieder was. Regierung freut sich, unsere Impfwarnkampagne wird nicht bemängelt. Ukraine-Krieg, Loch im Haus, Rakete soll eingeschlagen sein. Ich sage Ihnen, niemals im Leben stehen Teller und Bücher perfekt im Regal. Ist so. Und die Gendersprache. Ich gehöre zum jungen Haufen, von dem Sie die ganze Zeit reden. Und die wollen das auch größtenteils nicht. Und von dem jungen Haufen, von dem Sie reden, sind nämlich die, die zu Ihnen gegangen sind, um zu haken, jo, wir wollen. Und ich darf auch anmerken, bundesweit, im gesamten deutschen Bereich wird gesagt, Gendersprache wollen wir nicht. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Also zum Thema Gendersprache nochmal, die Statistiken sprechen eine andere Sprache. Tut mir leid, das sind auch keine, die nur wir gesagt haben. Es gibt in der Gesamtbevölkerung... Hören wir Herrn Dr. Kühn zu, bitte. In der Gesamtbevölkerung gibt es jetzt eine Tendenz, die sagt, Gendersprache, also es geht ja um Gendersprache mit einem Stern oder mit einem Doppelpunkt. Es geht ja nicht darum, dass man Männer und Frauen gesondert anspricht mit Reporterinnen, Reporter etc. pp. Und Männer und Frauen. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja um den Doppelpunkt und den Stern. Und da gibt es jetzt wohl eine Entwicklung, die dahin geht, dass die Mehrheit der Bevölkerung das nicht gut findet. Aber in der jüngeren Gesellschaft, bei den jüngeren Menschen, sind die Zahlen etwas anders. Also insofern... Herr Dr. Kühn, erlauben Sie mir eine Nachfrage. Das ist ja auch eine Entwicklung, das entwickelt sich ja auch über die Zeit. Also insofern, glaube ich, ist so eine Aussage wie, die gendern wollen, sind beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die anderen wollen es nicht, das stimmt schlicht nicht. Aber Herr Dr. Kühn, zu der anderen Frage... Erlauben Sie bitte zum Gender noch eine Nachfrage. Es gibt ja beim NDR seit einiger Zeit die Möglichkeit abzustimmen. Sie haben dann eine gewisse Klientel oder größten Hörer angeschrieben. Ich glaube NDR Voting oder... NDR fragt. Ja, NDR fragt. Und wenn ich richtig erinnere, haben Sie da vor 2-3 Wochen mal darüber abgestimmt zum Thema Gendern bei Ihnen im Haus. Da haben, ich glaube, Sie haben 30.000 Leute, die dort mitmachen, wenn ich die Zahl richtig, ich gebe sie wirklich jetzt nur wieder. Und ich glaube, da haben 80% gesagt, sie wollen das nicht. Habe ich die Zahl richtig in Erinnerung? Das kann sein, nochmal. Also, ja. Nee? Ja, nur... Und ich gehe davon aus, dass Ihre Hörerschaft repräsentativ ist. Ja, aber der NDR fragt ist doch keine repräsentative Umfrage und das wissen Sie genauso, das wissen Sie genauso gut wie, ja, also insofern ist es eine rhetorisch nette Pointe, aber es ist ja, wenn wir uns fragen, was ist sozusagen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage, offensichtlich haben wir hier nicht dasselbe Einvernehmen darüber, was statistisch, empirisch, wissenschaftlich fundiert ist und was nicht. Nein, repräsentativ ist es natürlich objektiv nicht, aber ich glaube, es ja, hat schon aber das scheint jetzt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern scheint es keine Rolle zu spielen. Und insofern finde ich es interessant, weil ja die Frage ist, wie verlassen wir uns auf Dinge, wie versuchen wir uns der Wirklichkeit anzunähern, und da spielen repräsentative Umfragen schon eine große Rolle. Und wenn jetzt hier die Einzelmeinung, wenn hier als Einzelmeinung gesagt wird, ich finde... dann ist es eine Einzelmeinung und der kann man eigentlich nur entgegentreten mit wissenschaftlich fundierten repräsentativen Umfragen. Und Ihre Äußerung, die insinuiert, als wenn der NDR fragt, irgendwie etwas aussagen könnte, was repräsentativ ist, und das ist schlicht falsch. So, und deswegen lassen Sie mich einmal einordnen. Nochmal zurück, es kommt darauf an, wie sich das entwickelt mit der Gendersprache, und da haben wir eine Entwicklung, das war vielleicht vor 3-4 Jahren nochmal anders. Jetzt merken eigentlich viele, dass es auch schwierig ist zu lesen, so ein Genderstern, und man auch mit den Artikeln bei dem Genderstern nicht mehr so richtig klarkommt. Und jetzt gibt es vielleicht einen Swing auch wieder in die andere Richtung. Das ist okay, aber es verändert sich. Zu dem
Es war aber noch ein zweiter Punkt, den Sie angesprochen hatten, auf den ich eigentlich eingehen wollte, aber da habe ich jetzt gerade einen Faden verloren, sorry. Okay. Ja, bitte sehr, hier vorne. Mit der Herr mit dem Schal. Ja, ich möchte doch noch mal eine Frage stellen zum Gender-Deutsch. Ich habe eben noch mal geguckt im Netz. Sie haben die Tagesschau meine ich jetzt, Sie haben Ende März einen Bericht gebracht über das neue Familienstartgesetz. Das sagt vielen vielleicht jetzt noch nichts, aber jetzt komme ich zum Kern meiner Frage. Da hat die Tagesschau im Netz, ich lese das mal vor, Zitat aus einem Portal. In einem Bericht über das neue Familienstartgesetz, bei dem es um die 10-tägige Freistellung beider Elternteile nach der Geburt eines Babys geht, das Wort, jetzt kommt es, das Wort, Zitat, Mutter ersetzt durch den Genderbegriff entbindende Person. Also, wissen Sie, dann geht es weiter an anderer Stelle, ich habe das selbst übrigens überprüft, ich habe das selbst gelesen im Internet, an anderer Stelle ist nicht die Rede etwa von Mama oder Mutter, sondern von der gebärenden Person, Zitat. Auch, jetzt ist noch nicht genug, auch das Wort Frau wurde gestrichen. Sagen Sie, wissen Sie, ich muss mich da wirklich jetzt unter Kontrolle halten. Wie ist das möglich, dass die Tagesschau-Redaktion im Netz die Frechheit besitzt, die deutsche Sprache so zu entstellen, im Interesse der extremsten Gender-Aktivisten? Das ist eine Unverschämtheit hoch 3. Das muss man wirklich sagen. Das ist ja, darf ich direkt dazu? Ja, bitte. Da Sie sich ja jetzt gerade so emotional engagieren und auch den Saal hinter sich bringen, dann sollte Ihnen nicht entgangen sein, dass die Tagesschau das innerhalb eines Tages korrigiert hat. Ja, ja und insofern ist es auch kein Standard. Hören wir bitte Herrn Doktor. Es ist ja auch kein Standard, dass regelhaft jetzt, so wie Sie es insinuiert haben, Mutter gestrichen wird durch entbindende Person, sondern es ist ein Beitrag gewesen bei, wenn ich es richtig sehe, bei tagesschau.de, einer von vielen Beiträgen, die am Tag gemacht werden. Die Hintergrund war, dass gerade in diesem Kontext dieses Gesetzes, bei dem es darum geht, wie in solchen Situationen Frauen auch mit Frauen umgegangen wird, die Redaktion auch darstellen wollte, dass es durchaus 2 Mütter geben kann bei einem Kind. Doch, das gibt es in Lebenspartnerschaften. Dr. Kühn hat das Wort, bitte. In Lebenspartnerschaften kann es durchaus sein, dass 2 Frauen, doch, das kann durchaus sein. Herr Dr. Kühn hat das Wort, meine Damen und Herren. Doch, jetzt hören wir Herrn Dr. Kühn bitte zu. Also ich bin mir jetzt mache mir so ein bisschen Sorge jetzt, weil mit Schwachsinn möchte ich hier nicht betitelt werden. Also Herr Dr. Kühn hat das Wort. So, also ich darf auch noch mal darum bitten, also ich weiß jetzt nicht, wer Schwachsinn gesagt hat, also ne, wir hören uns bitte zu, ja, und auch wenn Sie nicht der Meinung sind von Herrn Dr. Kühne, ja, was Sie sicherlich nicht sind, so hören wir ihm doch zu und dann überdenken wir uns sozusagen möglicherweise eine intelligente Entgegnung darauf, bitte. Herr Dr. Kühn. Es ging jedenfalls bei der Frage, warum kam es zu der Formulierung, das möchte ich ja nur erläutern, Sie müssen es ja nicht teilen, aber jedenfalls ist es die Erklärung, ging es darum, dass es eben in Beziehungen, in denen 2 Frauen ein Kind haben sozusagen und eine der Partnerinnen eben das Kind entbindet, deutlich zu machen, wer diese Person ist. Dass das jetzt ein Missraten ist in der Formulierung, darüber besteht auch überhaupt gar kein Zweifel. Und deswegen ist es ja auch korrigiert worden. Also das ist jetzt ein Aufreger, kann ich verstehen, aber man muss ja auch einmal versuchen zu verstehen, was der Hintergrund ist und den wollte ich Ihnen einmal erläutern. Ganz herzlichen Dank. Also wenn Sie mir aber doch eine Bemerkung erlauben, weil Sie Jurist sind, nach meiner Kenntnis sagt das bürgerliche Gesetzbuch bis heute, Mutter ist die Frau eines Kindes, die es geboren hat. Punkt. Frau Steinhaus. Und wenn die andere Mutter auch Mutter genannt wird, die es nicht geboren hat?
Also, Herr Walczak, wir sprechen ja nicht über juristische Tatbestände, sondern wir sprechen hier doch um die Frage, wie sozusagen innerhalb einer Beziehung man auch versucht, diesen doch komplexen Sachverhalt, der sich dadurch verändert, dass sich Lebensmodelle und Partnerschaftsmodelle verändern, wie man den versucht abzubilden. Und es war der Versuch, dieser komplexer werdenden Welt durch eine sprachliche Formulierung gerecht zu werden. Nochmal, dass das jetzt nicht gelungen ist, da sind wir doch alle einig. Dann können wir uns einmal vielleicht darauf einigen, dass gerade vielleicht in solchen Punkten eine neutrale Sprache, die sozusagen auf bestimmte, ich sage mal, althergebrachte, konservative Auffassungen, dass darauf vielleicht auch Rücksicht genommen werden kann. Also das fände ich jedenfalls ganz sinnvoll, weil also mir können Sie auch nicht erzählen, dass sozusagen ein Mensch 2 Mütter hat. Das ist biologisch nicht möglich und es ist auch vom bürgerlichen Gesetzbuch her aus meiner Sicht auch nicht gedeckt. Frau Steinhausen, bitte. Frau Steinhausen, Sie wollten erwidern? Okay. Bitte. Schönen guten Abend, Benjamin Mennerich mein Name, hier drüben. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute dieser doch sehr kritischen Runde stellen. Ich vermute, es macht Ihnen nicht wirklich Spaß und ich hoffe, Sie werden das in Zukunft wieder tun, denn ich halte es für ungemein wichtig, dass Sie sich dieser kritischen Menge aussetzen. Ich denke, in Ihrem Arbeitsumfeld haben Sie dazu eher selten Gelegenheit. Und ich möchte jetzt diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen auch noch einmal kräftig einzuschenken. Sie haben vorhin gesagt, Sie wüssten nicht, wo ist denn dieses oben, dieses Top-Down. Und ich habe mich sehr gewundert, ob Sie diese Frage ernst meinen, denn für mich ist dieses oben ganz klar. Es ist zum Beispiel der NDR, es sind zum Beispiel die Behörden, die meinetwegen Sendersprache verordnen, es sind zum Beispiel die Universitäten, es sind die Unternehmen, die das Ganze ihren Arbeitnehmern vorschreiben. Das ist eben der Gegensatz zu dem, was zumindest in diesem Publikum hier als sich organisch entwickelnde Sprache verstanden wird, dass jemand in einer Machtposition die Verwendung bestimmter Worte vorschreibt. Worte haben Macht. Ich denke, darüber sind Sie als Journalisten sich ganz besonders bewusst und Sie üben diese Macht tagtäglich durch die Produkte, die Sie in die Medien stellen, auch aus. Und das, was jetzt bei vielen der hier Anwesenden angekommen ist und auch bei mir, dafür möchte ich Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele geben, wo Sie nach meinem Dafürhalten sich durch die Produkte, die Sie online stellen in Ihren Programmen, nicht Sie persönlich, es sind wahrscheinlich Kollegen in anderen Funkhäusern, zu Steigbügelhaltern einer politischen oder meinetwegen auch gesellschaftlichen Ideologie im Lande machen, die jetzt häufig als links bezeichnet wurde, ist oder als feministisch oder als kulturmarxistisch, was für bunte Begriffe es dafür auch gibt. Ein Produkt aus dem NDR, soweit ich weiß, das Bürgerparlament. Ein Format, das jetzt seit einigen Monaten, glaube ich, erst gesendet wird und das ausdrücklich damit geworben hat, dass dort Menschen ohne politische Betätigung quasi Parlament spielen und über gesellschaftlich relevante Themen diskutieren. Und wie an einer Perlenschnur ist dann rausgekommen, da war dann eine politisch tätige Dame aus der SPD, da war ein politisch Tätiger aus der CDU, da war ein politisch Tätiger aus der FDP mit dabei. Also explizit das, was angekündigt worden ist, dass man hier ein Format, eine Sendung fabriziert, die quasi neutral ist und dem Volk aufs Maul schaut, um mal wieder dieses Sprichwort zu bewirken, und dann nacheinander rauskommt, nein. Die zuständigen Redakteure haben ganz gezielt rausgesucht, um dort eben Meinungsträger aus den aktiven Parteien zu platzieren, ohne das dem Publikum deutlich zu machen. Und da fühle ich mich tatsächlich betrogen, wenn ich so etwas dann erleben muss. Und ein anderes Format, bei dem ich jetzt nicht sicher bin, inwieweit Sie damit zu tun haben, aber Sie hatten es vorhin angesprochen, Gendersprache ist ja bei der Jugend etwas besser angesehen oder die legen da mehr Wert drauf. Und das ist das Online-Format Funk. Ich denke, Ihnen beiden sind diese Produktionsschnipselchen aus dem Internet bekannt. Funk ist ein Begriff, da können Sie was mit anfangen. Einige dieser Produktionen fallen meiner Ansicht nach durch eine ganz erschreckende Art von antideutschem und anti-weißem Rassismus auf, von extremistischen Aussagen aus diesem ganzen bunten Kulturfeld, das ich eben aufgezählt habe, in einer so drastischen Art und Weise, dass ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, wie so etwas noch vor dem Neutralitätsgrundsatz und dem Auftrag, den Sie als öffentlich-rechtliche Medien haben, gedeckt sein kann und auch wie das tatsächlich vor dem Gesetz gedeckt ist, dass so etwas in den öffentlichen Medien oder überhaupt in Medien verbreitet wird.
Und wenn Sie jetzt zu einem dieser Beispiele Stellung nehmen würden, würde ich mich freuen. Ansonsten, weil ich es schon gesehen habe, Sie haben sich Notizen gemacht, nehmen Sie es gerne mit zurück zur Arbeit, schauen Sie selber nochmal nach. Denn das sind wirklich einige der Beispiele und ich könnte jetzt, wie das heute Abend die ganze Zeit passiert ist, noch andere aufzählen, wo ich sage, wie kann ein Mensch, der an unseren freiheitlich-demokratischen Grundordnungswerten festhält und diese mittragen will, wie kann der so etwas verantworten? Herr Dr. Kühn, Frau Steinhausen. Vielleicht einmal direkt dazu. Ich glaube, die Veranstaltung neigt sich dem Ende. Wir können ja gleich im Nachgang gerne dazu nochmal sprechen. Nur Rassismus in unserem Programm, diese Unterstellung muss ich zurückweisen. Das lasse ich mir nicht nachsagen. Ich bringe Ihnen gerne die Beispiele. Okay. So, die letzten 2 Wortmeldungen, das wurde schon zu Recht gesagt. Wir wollten eigentlich bis 21 Uhr machen, haben jetzt schon deutlich überzogen. Ich glaube, das ist die längste Überziehung, die wir je hatten. Der Herr hier vorne und dann die Dame da nochmal. Bitte sehr. Well, I'm going to speak it in English because I can't speak perfect German. Is it okay? Yeah. My first statement is, do we have to copy everything America does? You said no. So I would say yes and no. Yes, we can copy, but we have to have a very critical point of view. We just can't take it one for one. Gender is South America. And the people who can speak English, read English, we know what is happening in America. Do we have to copy it? We don't. German language is beautiful. If you ask almost all the foreigners in Germany here, I think 95% will tell you, please, don't spoil this language. It is beautiful. It is beautiful, it is difficult, it is romantic, it is sexy. So why do you have to spoil this language? And why should we copy everything America does? They are having their own problems. Danke. So, zweite Frage ist, ich habe Körpersprache beobachtet. Vielleicht sehe ich das falsch. Sie haben sich bemüht, uns ein bisschen, I'm speaking German. You've tried to, tell us what you think. But Körpersprache hat für mich so viele Sachen verraten von Ihnen. Und das kommt nicht gut an. Okay. Wir nehmen das mal so hin. Die letzte Frage, bitte sehr. Ach, Benjamin ist jetzt gerade leider raus. Der liebe Benjamin hat nämlich gerade eine Sache leider falsch dargestellt. Und zwar ist diese gesamte Kritik, die hier heute schon geäußert wurde, dem NDR durchaus bekannt. Denn, ich zitiere hier einmal ganz kurz einen Artikel der Jungen Freiheit, die heute hier schon mehrmals genannt wurde. Und zwar 9 NDR-Redakteure werfen der Sendeleitung indirekt Zensur vor. Es gebe einen politischen Filter und Führungskräfte agierten wie Pressesprecher der Ministerien. So viel zu den Vorwürfen. Dazu gab es natürlich vom NDR auch eine Antwort. Der NDR sagte, die Programmverantwortlichen wiesen die Kritik zurück, nehmen sie aber ernst. Zitat, der Austausch darüber dauert bis heute an, so eine Sendersprecherin. Und ich frage mich da wirklich, dieser Artikel ist vom August letzten Jahres, also 8 Monate sind seitdem vergangen. Seitdem gibt es diesen Austausch. Und dann können Sie aber hierher kommen und die erste und wahrscheinlich wichtigste Frage von Herrn Walczak, warum die AfD so unterrepräsentiert ist in Talkshows, nicht beantworten. Wie lange dauert dieser Austausch noch an und wann trägt er mal Früchte? Sage ich sehr gerne was zu. Herr Dr. Kühn, bitte sehr.
Dazu sage ich gerne was und es ist gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass es aus dem letzten August ist, das, was Sie gerade zitiert haben. Denn im vergangenen August gab es in der Tat den Vorwurf, dass im Landesfunkhaus in Schleswig-Holstein ins Programm eingegriffen worden sei, zugunsten der CDU-Regierung. Das war der damalige Vorwurf. Diese Vorwürfe wurden intensiv untersucht. Es gab eine unabhängige Untersuchung durch den Landesrundfunkrat, die ein forensisches Unternehmen beauftragt hatten, insgesamt um und bei 60, 70 Gespräche zu führen mit Journalistinnen und Journalisten. Sie haben E-Mails eingesehen und umfassend die Sachverhalte, die damals übrigens in dem Business Insider, ein Nebenprodukt von der Bild-Zeitung, erhoben worden sind, denen nachzugehen. Und sie haben sich alle als haltlos herausgestellt. Der NDR hatte selber auch dazu recherchiert. Es waren 2 Journalisten abgestellt worden, die innerhalb kürzerer Zeit eben auch vergleichbare Gespräche geführt haben. Und diese Vorwürfe haben sich alle als haltlos herausgestellt. Ähnliche Vorwürfe gab es im Landesfunkhaus. Auch dort kein Eingriff ins Programm. Also insofern muss man aufpassen, ob man solchen Behauptungen, da wird doch bestimmt irgendwie reingefummelt ins Programm, weil doch ... Inwiefern die dann tatsächlich auch substantiiert sind oder ob es nicht eher eine subjektive Wahrnehmung ist, dass da etwas subjektive Wahrnehmung ist. Wir haben anlässlich dieser beiden Vorkommnisse in Hamburg und in Kiel haben wir eine Untersuchung im gesamten NDR in Auftrag gegeben, weil wir gemerkt haben, dass es gar nicht um die Frage der politischen Einflussnahme ging, sondern es ging vielmehr um eine Frage der Unternehmenskultur. Also wie wird auch in der Form des Miteinanders zwischen Festangestellten, Freimitarbeitenden etc. pp., wie wird da umgegangen? Und wir haben festgestellt, dass es durchaus verbesserungswürdig ist. Es ist vielleicht bei vielen Unternehmen so, dass wenn man die Mitarbeiter fragen würde, wie zufrieden seid ihr eigentlich, vielleicht auch bei der AfD, ja, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit euren Mitarbeitenden und umgekehrt mit euren Chefs, dass da sicherlich einige Unzufriedenheiten auftauchen, aber es war uns wichtig, dass wir diese beiden Vorkommnisse jedenfalls zum Anlass nehmen, das mal grundlegender zu untersuchen. Und wir haben die Ergebnisse jetzt und die werden in einem ernsten, intensiven Prozess auch in den nächsten Wochen, Monaten und mutmaßlich auch Jahren bearbeitet, um eben eine gute, offene Unternehmenskultur zu haben, bei der jeder sagen kann, was er denkt und auch jeder denkt, was er sagt. Fester freier Mitarbeiter des NDRs wollte hier nochmal was zu sagen, der auch die Hamburger Politik hier sehr genau beobachtet, der Strehler Pohl, bitte sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dieses Beispiel genannt haben aus dem August letzten Jahres. Und Dr. Kühn hat das ja schon gesagt. Es war aus dem August letzten Jahres und die Genese ist, dass das Vorwürfe waren, die an den Redaktionsausschuss des NDR gegangen sind. Und das ist eine Besonderheit im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den haben auch nicht die Zeitungen, den hat auch nicht die Junge Freiheit oder Russia Today. Unabhängige Gremien, gewählte Gremien von allen Mitarbeitenden, Redakteurinnen und freien Mitarbeitern, die alle 2 Jahre gewählt werden. Jetzt im Juni ist es wieder soweit. Und ich bin Mitglied in diesem Redaktionsausschuss seit 3 Jahren. Und ich war sehr nah dran an diesen Vorwürfen, die erhoben worden sind und die untersucht worden sind vom Redaktionsausschuss. Und dann ist tatsächlich dieser Bericht durchgestochen worden an ein Springer-Medium, aus welchen Gründen auch immer. Das war ein interner Bericht mit sozusagen Fragestellungen, die aufgeworfen sind, Fragestellungen, die auch an Michael Kühn gegangen sind. Und ich kann Ihnen eins verraten, und das betrifft nicht nur den NDR, sondern alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, übrigens auch in der Schweiz und in Österreich. Sie würden gar nicht glauben, wie stark dort die Führungskräfte immer wieder auch unter Druck gesetzt werden und Dinge erklären müssen. Und wir diskutieren. Und Michael Kühn und ich glaube, es gibt kaum Leute, die in den letzten Jahren so hart miteinander auch gerungen haben im Redaktionsausschuss und so häufig tatsächlich auch über das Programm geredet haben und darüber. Deswegen bin ich Ihnen auch dankbar. Und das, was Sie sagen, ist einfach alter Stand. Und das ist das Problem. Wir sollten nicht über Dinge reden, die mal im Raum gestanden haben, sondern dann sollte man auch die ganze Geschichte erzählen. Und das versuchen wir im NDR immer. Und wir versuchen auch immer, unsere Fehler zu korrigieren. Und wenn sowas auftaucht, wir reden darüber. Und dieser Redaktionsausschuss ist etwas, was sozusagen die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einfach auch ausmacht. Das ist eine
eine redaktionsunabhängige Kontrolle. Wir lassen uns von niemandem was sagen. Und Michael Kühn und Ilka Steinhausen werden das, glaube ich, bestätigen können, dass wir ziemlich unbequem waren und sind. Allerdings, kann ich sagen, sehr unbequem. Und das ist aber auch, insofern danke Herr Sträter-Pohl, dass Sie es ansprechen, das ist eben der Unterschied zu den Tendenzbetrieben bei den Verlagen, weil es dort eben diese innere Redaktionsfreiheit abgesichert durch den Redaktionsausschuss in dem Maße nicht gibt. So, meine Damen und Herren, eine abschließende Frage noch an alle drei Diskussionsteilnehmer. Herr Dr. Kühn, Sie haben zum Schluss gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, nicht zum Schluss während eines Beitrags, soll ein bisschen die gesellschaftliche Pluralität darstellen. Und wir haben ja in Deutschland eigentlich so 3, 4 politische Strömungen, sozialdemokratische, sozialistische Strömung, wir haben eine liberale Strömung und wir haben eine, ich sag mal, grün-alternative Strömung und wir haben eine konservative Strömung. Sehen Sie zurzeit im öffentlichen rechtlichen Rundfunk und im NDR diese konservativ-liberale, insbesondere konservative Strömung ausreichend repräsentiert oder sehen Sie da noch Bedarf nach oben von der Repräsentation? Das ist so eine Gewichtungsfrage. Ich hatte gehofft, Sie würden fragen, ob ich nochmal wiederkomme zu dieser Veranstaltung. Dann gehen wir aus. Okay. Spaß beiseite. Also ich glaube, dass wir insgesamt ein ausgewogenes Programm machen. Ich glaube, dass sich einzelne Gruppen und Gruppierungen, und dazu würde ich unter Umständen auch konservative Kreise, die Sie wahrscheinlich vor Augen haben, zählen, dass die sich nicht ausreichend gewürdigt sehen. Das gilt aber wahrscheinlich auch für andere Gruppen. Und insofern müssen wir schauen, inwiefern wir das in einen guten Ausgleich bringen. Und das Thema ist, da können Sie Fleischesser und Veganer, Dieselfahrer und E-Autofahrer nehmen. Das sind ja verschiedene Themen, die die Gesellschaft gerade diskutiert. Und ob diese Gruppen und Gruppierungen immer ausreichend abgebildet worden sind in der Vergangenheit oder dann eben auch in der Zukunft, schwer zu sagen. Ich glaube, wir machen einen ganz guten Job in alle Richtungen. Wir sind nicht unfehlbar, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das, um einmal die Frage zu beantworten, die war ja, bilden wir das ausreichend ab? Und die Antwort ist ja. Frau Steinhausen? Die Tatsache, dass die Vorkommnisse in Kiel, die gerade von Ihnen benannt wurden, und die Vorwürfe, die daraus entstanden sind, hießen, dass dort Journalismus zugunsten der CDU gemacht wurde, zeigt ja schon, dass das offensichtlich auch vorkommt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und insofern auch ist meine Antwort ist auch ja. Herr Walczak? Wenn man unter konservativ christdemokratisch versteht, dann wird diese Meinung sicherlich im NDR auch irgendwie mit abgebildet. Wenn man aber unter konservativ das versteht, was jedenfalls seit 2013 Millionen von Menschen immer und immer wieder in diesem Land gewählt haben, dann muss ich leider sagen, wird diese Meinung bei Ihnen nicht hinreichend repräsentiert. Und ich hoffe nicht nur, dass Sie wiederkommen, sondern dass Sie auch vielleicht diesen Abend hier einfach als Anregung auch mitnehmen, um zu sehen, wie sozusagen auch in dem Spektrum der Bevölkerung gedacht wird, das sich eben als konservativ heutzutage versteht, als konservativ freiheitlich. Und wie gesagt, wir sind alle Menschen, Fehler machen wir immer. Die Grünen haben jetzt, glaube ich, auch 50 Jahre gebraucht, damit das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet wird. Ich würde mich freuen, wenn wir in 50 Jahren, sollten wir dann hier noch alle sitzen und leben, zu einer Podiumsdiskussion zusammenkommen und sagen können, Mensch, jetzt ist aber wirklich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk jede relevante Strömung angemessen repräsentiert. Ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, auch nochmal ganz herzlichen Dank an unsere beiden Gäste, Ilka Steinhausen und Dr. Kühn. Und Sie sehen, Frau Steinhausen, Herr Dr. Kühn, der Applaus ist herzlich. Wir würden uns freuen, wenn Sie wiederkommen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die hier waren. Wir hatten noch nie eine Fraktion- und Dialogveranstaltung, wo wir über 150 Minuten auf so vernünftigem, hohem Niveau hier bei einem sehr kontroversen Thema diskutiert werden. Dafür möchten wir uns auch beim Publikum bedanken. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal am 22. Mai. Danke sehr. Danke. Tschüss.